So, eine neue Ausgabe des entscheidenden Punkts. Pünktlich zum Jahrestag der Bundesregierung unter Friedrich Merz sind wir zurück, nachdem wir genau vor einem Jahr die Sendung gemacht haben, als Friedrich Merz gewählt wurde. Und wir gucken erstens zurück auf die Einschätzungen von damals und Prognosen von damals. Ihr drei, macht euch was gefasst und wir gucken natürlich, was tatsächlich passiert ist. Darüber reden wir natürlich mit dem entscheidenden Punkt Dream Team. Albrecht von Lucke von den Blättern. Ich freue mich sehr, lieber Thilo, lieber Hans und natürlich vor allem hochgeschätzte Ulrike. Ist mir eine Riesenfreude. Wir begrüßen Ulrike Herrmann von der DAZ. Ja, hallo. Alles gut? Ja, ich habe nur zur Warnung, ich habe leider gerade Heuschnupfen. Also nicht wundern, wenn ich hier niese und so weiter. Ich bin nicht krank, aber ich habe Heuschnupfen. Und natürlich Hans Jessen. Hallo Hans. Hallo, hallo. Und ich bin Thilo Jung. Willkommen bei Jung und Naiv. Ulrike, war dein Jahr persönlich besser als das der Bundesregierung? Ich würde sagen, ja, um jetzt hier mal schamlos Eigenwerbung zu machen. Am 12. März ist mein neues Buch rausgekommen. Dummerweise habe ich es nicht mitgebracht. Heißt Geld als Waffe, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Waffe? Ich habe Waffel. Nein, das finde ich jetzt frech. Geld als Waffe, genau. Okay. Habe ich noch nicht gelesen. Müssen wir vielleicht mal im Einzelinterview besprechen. Würde ich gerne machen. Anders als du hat Albrecht von Lucke seine Bücher nicht vergessen. Nein. Für alle, die nur hören, hier liegen ungefähr 23 Ausgaben der Blätter für deutsche und internationale Politik auf dem Tisch. Ach, die sind gar nicht im Bild. Da muss es ja doch wieder. Wir sind nämlich ja in einem völlig neuen Layout. Ich wollte doch sagen, ich denke, der Tisch ist ja voll nein. Und weil sie so schön sind und wir ja damals gestartet sind als Überlegung, das Virtuelle mit dem Geprinteten zu verbinden, wollte ich die neuen Ausgaben. Völlig neues Layout. Also von daher. Erklär uns mal, wann ihr euch für Grün entscheidet, wenn die Grün feiert, oder? Das ist nein. Das ist ein Zufall. Es ist nun tragischerweise auch das Heft zum Vermächtnis von Jürgen Habermas, was aber dann vielleicht mit der grünen Farbe auch ganz schön ist. Nein, wir haben 6 Farben und die wechseln sich dann Monat für Monat halbjährlich ab und dann ist eben grün in diesem Falle der April. Jetzt haben wir ein erdiges Braun, komischerweise, für den Mai. Man kann es nicht erklären. Eigentlich hätten die Blätter mit dem Mai ausschlagen müssen. Grün. Es gibt keine Logik. Wir haben eine gewisse Abwechslung in den Farben, damit die Hefte frisch, bunt, aber natürlich weiter kritisch und wie sie Blätter immer waren. Ihr könnt Albrechts Blätter abonnieren. Damit sichert ihr seinen Lebensunterhalt, seine publizistische Vita. So, die Basis. Jetzt hören wir auch damit auf. Jetzt musst du noch mal sagen, wie teuer das Abo ist. Das nein, ist das jetzt ist der Moment der Momente. Das ist ja egal. Nein, das will ich doch gar nicht tun. Aber können sich das die Bürgerinnen und Bürger noch leisten? Das würde ich eben sagen, ist bei uns nach wie vor sensationell, wenn ich das sagen darf. Wir werden in diesem Jahr 70 Jahre alt. Wir feiern also ein besonderes Jubiläum und ich weiß, dass eben viele junge Menschen bei dir zustehen und die interessanterweise mir auch immer wieder sagen, wenn ich als junger Mensch zu den Blättern gekommen sind, dann oft über unsere Sendung hier. Das tut mir nicht, ich muss dir nicht leid tun. Und ich bin ja nicht alleine, wir sind eine 7-köpfige, sehr wackere Redaktion. Ihr habt sogar neue Herausgeber, habe ich gesehen. Ja, wir haben sehr, sehr gute neue Herausgeber. Die kann ich dann doch alle mal. Die hast du hier eigentlich fast alle hier sitzen gehabt, wenn ich das mal so sagen kann. Ich bin keiner. Darum, du bist sowieso Fan, das will ich dachte, doch Hans hoffen. oder ich werden mal gefragt oder so. Ja. Nur zu. Macht mal hier was zum neuen Journalismus. Nicole Deitelhoff, Steffen Mau, Meron Mendel, Oliver Nachtwey, Friederike Otto, Lea Ippi, Daniel Zieblatt und Christina Morina ab Oktober, sind unsere 8 neuen Herausgeberinnen. Und das Tragische war, in dem Augenblick, als Habermas starb, was natürlich keiner voraussehen konnte, hatten wir quasi vor. Du bist natürlich als Kraft, ja, selbstverständlich. Die Habermas-Nachfolge hätte eigentlich kongenial auf einen von euch fallen müssen, aber da haben wir gesagt, wir nehmen, und das war davor geplant, wir wussten ja nicht, dass Habermas sterben würde, was für uns natürlich ein Wahnsinn ist. War 30 Jahre Herausgeber, aber davor hatten wir schon gesagt, wir müssen uns verjüngen, es sind nämlich etliche gestorben. Micha Brumlik, ganz Name, viele Leute. Schorlemmer. Ja, ich weiß, eigentlich wäre die kongeniale Ergänzung in jeder Hinsicht gewesen, aber ich muss gestehen. Und wer ist jetzt von den der konkrete Nachfolger von Habermas? Nein, den gibt es nicht. Den haben wir nie, weil wir, ich will es eben nochmal sagen, wir haben die Herausgeberinnen und Herausgeber gewonnen. Nein, ja, kleines Licht, ich bin die Habermas. Wir haben einen Habermas-Nachfolger, gibt es nicht. Das ist ja wohl auch offensichtlich sehr klar geworden in Besprechungen seines Lebens, kann es gar nicht geben. Aber das sind alles kluge, große Intellektuelle der jüngeren Generation und insofern sind wir sehr froh, 8, die auch nur Nachrücker sind. Wir haben ja noch nach wie vor 14 Alte. Also wir sind jetzt wieder bei 24, glaube ich. 24 Herausgeber, Holla die Bolla. 3, 6, 9, Albrecht, ganz 12, kurz, war dein persönliches Jahr besser als das der Bundesregierung oder schlechter?
21 Herausgeber sind wir. Mein Jahr war natürlich, das fällt einem leicht zu sagen, allemal besser. Das muss man deutlich sagen. Es konnte ja nicht schlechter werden als das der Bundesregierung. Das muss man schon sagen. Und ich weiß ja, dass du gleich wir hart darüber reden, was ich in der Hoffnung auf diese Regierung in Kritik, aber ich will dem nicht vorausgreifen. Du gehörst jetzt zum Naivteil. Ich bin das Kreutig heute und ich dachte eigentlich, ich sehe jetzt, also du erklärst gleich den Plot, wie er heute läuft, aber ich weiß nur, dass ich damals durchaus, ich habe mir die erste Sendung nicht angesehen. Ich wollte einfach mal deine persönliche Befindungslage erklären. Nein, die Lage ist in einem Satz gesagt. Geht's dir besser als Deutschland? Mir geht es insofern gut, als wie es uns allen wahrscheinlich geht, die wir in der Lage sind, eine brutale Weltlage Tag für Tag neu interpretieren, analysieren zu können. Das macht uns ja durchaus Freude intellektuell, würde ich für mich jedenfalls behaupten. Freude aber wieder relativ, weil ich sagen würde, ich würde mich viel mehr gefreut haben, wenn wir in ruhigere Zeiten gekommen wären. Davon kann sowohl global wie national nicht die Rede sein. Insofern bin ich hinreichend beschäftigt, sehr beschäftigt, aber habe keine allzu großen Freude an den Weltläuft mit dem großen Begriff. Das Hans, wie war dein Jahr im Vergleich zu der Kanzlerschaft von Friedrich Merz? Ja, mein persönliches Jahr wurde durch die Kanzlerschaft Merz oder das erste Jahr dieser Regierung negativ beeinflusst. Ja, natürlich. Magst du darüber reden? Ja, weil man sich als politischer Bürger... Hat mehr zu tun als sonst hier bei Jung und Naiv, das wird weil sein. Als politischer Bürger hofft man doch natürlich, dass wenn eine solche Regierung, die in gewisser Weise man auch schon fast das letzte Aufgebot der Mehrheitsdemokratie... Die letzte Patrone, ich zitiere Söder. Das war Söder, das wollte ich jetzt genau nicht zitieren, nicht? Aber es war sozusagen das, was an politischer Mitte noch irgendwie zusammenzukratzen war, personell und auch strategisch hat sich da gefunden. Und die Hoffnung wäre schon gewesen oder war gewesen, dass mehr dabei herauskommt, als nach meinem Eindruck in diesem einen Jahr passiert ist. Und das belastet mich. Erinnert ihr euch noch, wie wir vor einem Jahr vorausgeblickt haben? Ihr wart euch alle einig, dass das erste Jahr der GroKo entscheidend sein würde, unter anderem wegen Landtagswahlen jetzt und so weiter und so fort. Und darum wart ihr euch unter anderem sicher, die werden sich zusammenreißen, sie werden liefern. Was ist daraus geworden? Also wenn das meine Prognose war, dann muss ich sagen, das ist nicht wirklich eingetreten, sondern stattdessen haben sich die Fliehkräfte schon früh gezeigt. Und gleichzeitig ist es so, dass richtige Reformen eigentlich ja nicht stattgefunden haben, sondern es ist so, die Reichen sind beschenkt worden. Es gibt eine Steuerreform, unter anderem, die in der Summe dazu führt, schon jetzt beschlossen, dass die Reichen bis 2029 insgesamt 48 Milliarden Euro kassieren können. Mhm. Und gleichzeitig wird eben unten gespart. Also das zeigt sich jetzt bei der Krankenhausreform. Das wird sich auch bei der Rente zeigen. Also man hat wieder so eine seltsame Unwucht. Oben wird gegeben, unten wird genommen. Da möchte ich gleich mal Albrecht von Lucke zitieren aus dem letzten Jahr, als ich genau das vorausgesagt habe, dass das Motto der GroKo sein wird, Reiche reicher machen. Und Albrecht hat laut reingerufen, ach Quatsch. Möchtest du dabei bleiben? Also ich habe mir, wie gesagt, den Plot des letzten Jahres nicht mehr angesehen. Ich bin lustigerweise, um gleich auf Ulrike natürlich, zu einem absoluten Lob zu verhelfen. Denn das ploppte bei mir zufälligerweise auf. Reiche reicher machen. Nein, das war ja nun Thilo. Und dass ich da natürlich... Wie schön, ich habe mir heute schon gedacht, heute werden wir uns kaum widersprechen können, aber dass ich da natürlich lieber Tilo rituell schon sagen musste, für dich steht von vornherein fest, das wird so laufen, das war mir zu simpel. Aber im Nachhinein will ich eins konzidieren. Ich hatte wahrscheinlich von uns allen... Also Ulrike hat das gerade bestätigt. Ich will dir doch gar nicht widersprechen. Das sollten wir aber mal so deutlich sagen, Thilo hatte recht. Das passiert so selten. Nein, das muss ja gar nicht sein. Beim letzten Mal meintest du auch recht, da warst du leider nicht dabei. Aber ich will nur sagen, in dem Falle will ich mal die Grundvoraussetzungen beschreiben. In meiner Erinnerung, ich habe das Ding, wie gesagt, nicht mehr gelesen und mir nicht mehr angesehen. Ich war, und weil es ja meine Art ist, nicht ein Verdikt vorab zu sprechen über die Personen, war ich durchaus, nachdem die Ampel so kläglich vor die Wand gefahren ist, wir alle Monat für Monat sehen konnten, wie die AfD wuchs und wuchs. Und wir nun ja auch im Ohr hatten, dass es zum D-Day und zur finalen Feldschlacht kam, die von der FDP ausgerufen war, kann ich nicht verhehlen, dass mir eine gewisse Erleichterung am Tag des 6. Oktober griff und ich sagte, das Ding haben wir hinter mir. Und ich war recht gutmeinend, das kann ich gar nicht in Abrede stellen, ich war recht gutmeinend, als ich dachte,
eigentlich kann es nicht schlechter werden. Das war meine Erwartung. Sie können eigentlich nicht schlechter regieren, streitiger, fataler als diese Ampel. Und Warum hast du dich geirrt? Wie bitte? Warum hast du dich geirrt? Ja, weil ich zum Beispiel das unterschätzt habe, was Ulrike mit erstaunlicherweise, das ploppte bei mir mal irgendwann auf, du wirst vielleicht auch noch drauf kommen, Ulrike sagte mit einer absoluten Sicherheit, Merz ist lernunfähig, Merz hat nie Politik gemacht, Merz hat... Er hat nie regiert, meine ich. Nein, Also, es ist im Kern ja richtig. Ich will das nur sagen, es gibt eine kleine Sentenz, die kannst du ja fast nochmal hochholen, die hast du vor einem Jahr, bei mir ploppte sie auf, reiner Zufall, du hast wirklich im Kern in all diesen Punkten recht gehabt, er wird nicht sich nicht als lernfähig erweisen. Ich glaube, wahrscheinlich hast du auch gesagt, er macht eine neoliberale Politik, was ja dem von der Aussage von Tilo durchaus sehr entspricht. Soll ich zitier's mal, wenn du willst. Ja. Also Ulrike hat gesagt, Merz weiß von Wirtschaft weniger als viele andere und das wird er bestätigen. Können wir gleich Ja, mal. gut, darüber kann man reden, aber das ist nicht, das das ist kommt noch so. mehr. Ulrike meinte, Merz wird nicht 4 Jahre durchhalten. Da war Albrecht hoffnungsvoll und hat sich das gewünscht, dass das passiert. Du hast nicht von Lernunfähigkeit gesprochen, sondern du hast, Albrecht, davon gesprochen, dass Merz sich hoffentlich als lernfähig zeigen wird, was nicht eingetreten ist. Ulrike hat dann auch gesagt, Merz kann nicht verhandeln. Das habe sie in der Vergangenheit gehört und damit bringt er nichts mit für einen Kanzler. Das Zitat, das ploppte irgendwann auf und das fand ich durchaus im Nachhinein. Das ist der Konflikt. Bewundere ja immer die Entschiedenheit, mit der hier am Tisch Anwesende der Meinung sind, zu wissen, wie sich Menschen verhalten. Ich hatte bei Merz, und das ist mein Fehler gewesen, ich hatte Hoffnung in die Lernfähigkeit. Ich hatte übrigens auch mehr Hoffnung. Bei einem 69-Jährigen. Du, ich bin 59, mein Lieber. Das darfst du als Junger, der ewig jung gebliebene, hoffen, dass du vielleicht, und guck dir doch unseren lieben Freund Hans an. Wir unterstellen doch unserem Freund Hans nicht, dass er nicht lernfähig wäre. Tag für Tag lernt Hans dazu. Also selbst Menschen meines Alters sind und auch Ulrike. Ich bin auch schon 62. So, ich will damit sagen, Kino, du musst langsam aufpassen, dass du hier keine Altersdiskriminierung tätigst, obwohl du langsam auch in unsere Bereiche kommst, mein Lieber. Nein, ich will damit sagen, selbst einem 69-Jährigen hätte ich das grundsätzlich zugetraut. Aber es schlagen bei Merz ganz andere Sachen zu Buche. Und die hast du wirklich zum Teil sehr prägnant beschrieben. Und ich habe sie ja auch im Kopf gehabt. Wir wussten alle, dass er 10 Jahre an der Außenseite stand, das habe ich oft auch da gesagt, immer nur Kritik an Merkel übte, immer nur runterkofferte, die sind alle blöd, ich kann das alles besser. Das war seine Grundprämisse. Er hat davor übrigens auch, und Kubicki hat es jetzt ja schön in Worte gefasst, der konnte es, Kubicki ist natürlich eine Kanaille, ja, mal deutlich. Wenn der Merz Erfolg hätte, würde Kubicki das Gegenteil, würde er sagen, ich bin bereit, sofort in Koalitionsverhandlungen zu reden. Jetzt sieht Kubicki natürlich ein Riesenloch und sagt, schon damals, und das ist ja was dran, hat ihn natürlich Merkel eiskalt ausgekontert. Also seine strategischen Leistungen als Fraktionschef waren auch nicht übermäßig. Nee, genau. Er war immer schon impulsgesteuert, nur gebe ich zu, und das ist vielleicht der kardinale Fehler gewesen, ich habe immer geglaubt, dass der alte Satz gilt, ein Amt prägt den Menschen mehr als der Mensch das Amt. Ich habe unterstellt, ein Merz würde der Herausforderung einer Kanzlerschaft so viel Tribut zollen, dass er in der Lage ist, seine Impulse mehr zu kontrollieren, auf manche Sätze verzichten in der Lage ist. Das kann er bis heute nicht. Und ich bin ganz bei dir, das wird er auch nicht mehr lernen. Ich habe den Eindruck, die Lernfähigkeit ist eben so eingeschränkt, dass ich an dem Punkt konzidieren muss. Lucke war zu gut meinend in der Annahme, da kommt etwas an Fähigkeit des Umdenkens raus. Du warst einfach hoffnungsvoll. Ich habe riesige Hoffnung. Ich hatte Hoffnung, es kann nur besser werden. Und habe verkannt, dass die Tatsache, dass die eine Sache miserabel ist, nicht zu dem naiven Schluss, naiv, bin bei dir, bei dem naiven Schluss kommen lassen, dass es deswegen nicht noch schlechter werden könnte. Und man muss nach einem Jahr leider ja sagen, die Werte sind noch desaströser, vor allem des Kanzlers. Das hat Scholz nach 3 Jahren geschafft. Das muss man leider in dieser Härte sagen. Ich möchte Hans Jessen zitieren, der eines der besten Zitate vor einem Jahr eingebracht hat und mal selber beurteilen soll. Und ihr könnt ja dann danach das einschätzen. Als Hans den Politikstil von Friedrich Merz beschrieben hat und vorausgesagt hat, nämlich Hans, erinnerst du dich noch? Ja. Merz Politikstil ist wie ein Kind, das Autoscooter fährt. Hast du... Ja, und Autoscooter auf dem Rummel heißt, ich bumse bei allen an und mache aber munter weiter. Und das hat Merz in sozusagen der gemäßigten deutschen Variante mit Trump gemeinsam. Deswegen deren Verhältnis ist ja auch, und das hat massive Auswirkungen auch auf die deutsche Innenpolitik und die europäische Politik, dieses Autoscooter-Verhältnis, was auch Trump und Merz auch als Personen zueinander haben. Ich habe auch noch mal das Transkript der Sendung vor einem Jahr durchgelesen
Und es stimmt schon, der So werden wir Hoffnungs... benachteiligt. Ne? Die kriegen die Transkripte. Ist alles okay. Eine unwahrscheinliche Ist alles Könnt ihr euch doch mal eure eigenen Sendungen selber angucken. Ausgedruckt, Ja. auf hunderten von Seiten liegt das Transkript, um mal deutlich zu Ja, wissen, wie die Konfiguration ist. mit derselben... Wir beide fühlen uns wertgeschätzt, liebe Anke, Ja. so dürfen wir das sehen. Ja, Wir für gehen mich- unvorbereitet in die Sendung. Wir schätzen das wert, dass ihr uns so gut Mit der, Entschuldigung. er stellt mit derselben allseits verfügbaren kostenlosen KI, die auch dir zugänglich ist, wäre auch als Recherchemöglichkeit dir gegeben gewesen. Ich hätte es mir ansonsten, wie ich das sonst mache, einfach nochmal akustisch vor Ohren geführt. Es ist schon so, Albrecht war der hoffnungsvollste von uns allen. Im Grunde war deine These, sie werden liefern, weil sie liefern müssen. So, und das war einerseits vor dem Hintergrund, wie du gesagt hast, das desaströse Ende der Ampel und dann die heraufziehende AfD-Perspektive. Und da hast du, und das ist sozusagen auch als politisch positiv gestimmter Bürger wohlmeinend gewesen, gesagt, die Lage ist so schrecklich, die werden liefern, weil sie liefern müssen. Und da waren mindestens Ulrike und ich und Thilo sowieso, waren der Meinung, dass man das so nicht sagen kann, sondern dass zwar der Zwang dieser Verhältnisse als solcher da ist, aber, und das war ein wichtiger Punkt, der, finde ich, immer noch wichtig ist, über März hinausgehend, diese Regierungsmannschaft, die sich da gebildet hat und immer noch steht, war eine Mannschaft mit ganz, ganz wenig Regierungserfahrung. Ja, das stimmt. Oder sogar Politikerfahrung. Ja, aber... Wir haben zum Beispiel über Herrn Wildberger lang und breit geredet. Da wart ihr auch sehr hoffnungsvoll, dass das mal was anderes sein könnte. Aber Nein, das vielleicht Wichtigere ist tatsächlich der Mangel an Regierungserfahrung, also an Amtsführung, an strategischer Planung. So. Und das rächt sich oder hat sich bislang in diesem, da sind die sozusagen kongenial ähnlich qualifiziert oder auch nicht wie ihr Boss. Und das in einer Weltlage, wo die Schwierigkeiten nicht geringer geworden sind, sondern eher noch zugenommen haben. Also das sind Scherkräfte, die auf diese Bundesregierung in dem einen Jahr zugekommen sind, denen sie nicht so gewachsen waren und sind, wie das mindestens Albrecht sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, dass Und ich auch noch... wir müssen die Konfiguration jetzt bei aller Liebe, jetzt sind wir es mal ein bisschen der Erinnerung nachhelfen. Herrn Wildberger, um es mal deutlich zu sagen, habe ich deshalb verteidigt, weil der Vorwurf sofort klassischerweise war, da geht das Kapital in die Politik und kann nur Politik fürs Kapital machen. Da habe ich die Position vertreten und vertrete sie nach wie vor. Selbst bei Merz habe ich es im Nachhinein und nicht nur damals vertreten, weil ich sage, der Mann hätte es nicht nötig gehabt. Das sage ich nach wie vor. Und dass ein Wildberger, dem man bisher nicht die allerschlechtesten Noten ausschreiben muss, bisher hat er nicht wahnsinnig viel geliefert, wäre mein Vorwurf. Das wird man sagen können. Du kannst ja gleich sagen, was du alles auf der Liste hast. Aber mein Vorwurf in der klassischen Anordnung war der, bei deiner Links-Rechts-Logik, lieber Thilo, ist logisch, das Kapital kann nur Negatives machen. Meine These ist erstmal die, wenn einer auf ein paar Millionen verzichtet, um zu sagen, ich gehe in Politik, ist mir das per se erstmal sehr recht. Das ist eine Sache, die ich gutiere. So, da bleibe ich auch dabei. Das ist erstmal die Grundüberlegung, die bei meiner Kritik damals oder meiner Annahme, nicht jede Kritik, die am ersten Tag, ich will deutlich machen, die Leute waren noch nicht mal im Amt. Es ist also sehr billig, um es mal klar zu sagen, nach einem Jahr Regierungsversagen den Maßstab jetzt anzulegen, ich habe es alles gewusst. So, Nein, für sagt doch keiner. naja, natürlich macht ihr das ein bisschen so. Deswegen sage ich nur, also im Beispiel, aber in diesem Die Beispiel, Frage war, wer hat womit gerechnet? ja, ihr könnt jetzt ja alle, bei Wildberger bleibe ich doch mal dabei. Wir haben eure Prognosen hier vorgetragen. Ja, aber das ist doch Thilo, jetzt es nichts ist doch, Schlimmes. Du fühlst dich jetzt gleich schon wieder eingearzt. Nein, weil ich so albern finde, dann musst du die Konfiguration klar machen. In deiner Platten, ich mach's jetzt auch mal wieder sehr scharf, weil wir einen Streit haben wollen, damals war die klassische Annahme, ein Kapitalist macht kapitalistische Politik. So ist die Logik. Und das habe ich bei Herrn Wildberger explizit von der Hand gewiesen, habe gesagt, es ist für mich erstmal anerkannt. Ich bin sogar so weit gegangen zu sagen, und ich kann mich darin, ich konzidiere doch. Beim Merz bin ich absolut bei euch. Beim Merz, ich finde zwar das Autoscooter-Bild gewagt, um es mal deutlich zu sagen. Jetzt gehen wir ja gleich mal auf die Inhalte.
Weil ich Darf in Sachen, ich auch mal ja, was bisher sagen? ist das sofort, lass uns doch bei der Außenpolitik mal bleiben. aber ich würde gerne mal was sagen. Und du redest gerade die Also, ganze Albrecht, du bist Zeit. ja nicht Gut, das war das alte Problem. Du bist ja nicht Moderator. Ich will ich mal trotzdem als letzten Punkt das nochmal sagen. Ich habe mir nicht träumen lassen, wir können das alles so machen. Aber nur mal der Ehre halber, ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir uns ein Jahr danach treffen. Das stimmt. So, deswegen finde ich es ein bisschen misslich. Wir können jetzt alles, ich gebe ja zu, ich habe doch längst gesagt, ich versuche dann bloß der Ehrlichkeit halber, wenn du schon eine Rekonstruktion, Tilo, willst, wenn du eine Rekonstruktion willst, der Argumentationslogiken, dann musst du leider auch dann mitspielen, dass es im alten, ziemlich platten Links-Rechts Spiel zwischen uns beiden gelaufen ist, dass du logischerweise eben immer gesagt hast, wenn er vom Kapital kommt, dann wird er Kapitalpolitik machen müssen. So, das ist mir bis heute zu platt und deswegen sage ich, darin geht die Logik nicht auf. Ja, es geht die Logik nicht drin auf. Das kann man auf Wildberger beispielsweise, fällt es einem nicht so leicht. Der Mann hat sich erstmal aufgrund der Tatsache, dass er überhaupt in die Politik gegangen ist, die Taschen eher leerer gemacht. Das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Ich bin gesagt. ja am Schluss. Jetzt Okay. ist doch gut. Jetzt bist du, Ulrike, jetzt kommt deine. Aber Jetzt so. weißt du, ich glaube, also ganz im Ernst, wir müssen hier irgendwie Regeln festlegen. Das kann jetzt nicht sein, dass man nicht zu Wort kommt. Nein, du sollst und doch das zu dann, Wort kommen, aber es ja ist doch- eben. Und das bin hast jetzt du hast das jetzt gesagt, dass du Herrn Wildberger für einen fähigen Kapitalisten hältst. Das habe ich nicht mal so gesagt. Ja, Auch das ich ist habe doch, das jetzt mal einen fähigen zusammengefasst. Kapitalist. Ich habe gesagt, Wir lassen Wildberger jetzt. Ja, nee, ich Aus. glaube, Schluss. dass das vielleicht jetzt nicht so viel bringt, immer zu diskutieren, wer hatte wann recht, sondern ich würde sagen, dass mir noch im Rückblick noch zwei Dinge auffallen, noch stärker, als ich es für möglich gehalten hätte. Das eine ist, dass ja Merz tatsächlich überhaupt nicht weiß, wie man führt. Also er denkt ja, die Ansage reicht und wo die Mehrheiten dann zusammenkommen, das ist irgendwie unklar und uninteressant. Und dafür gibt es ja zwei wirklich eindrucksvolle Fälle. Das eine ist die Nachfolge bei der Führung der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo er irgend so einen Günther hatte, Namen habe ich vergessen. Günther sollte es machen. Das Günther war die, Krings heißt der Mann. Krings, genau. Günther sollte es machen. Mehr hat Merz dafür nie getan. Kramp-Karrenbauer hat aber ihre Mehrheiten organisiert und dann war schon vor der Wahl klar, dass Kramp-Karrenbauer es wird. Ja, das war total peinlich für Merz, aber er hat aus diesem Fehler nicht gelernt, sondern dann, er selber bezeichnet sich ja als Außenkanzler, kam es zu einer ähnlichen Pleite auf einem wirklich wichtigen EU-Gipfel. Da ging es ja um die 90 Milliarden für die Ukraine. Da hat Merz vorher gesagt, wie er sich das vorstellt, wie das mit den 90 Milliarden laufen muss. Alles in der Öffentlichkeit. Damit hat er als Deutscher gesagt, was die EU beschließen soll. Das funktioniert sowieso nicht. Und hinterher kam es eben so, wie die Belgier es wollten. Und das Interessante war ja, dass sich herausstellte, dass der belgische Premier, Bart de Wever, 5 Monate in Europa rumtelefoniert hat, um seine Mehrheiten zu organisieren. Und Merz weiß gar nicht, was ein Telefonhörer ist. So, und da hat er, also das ist vielleicht der Öffentlichkeit gar nicht so aufgefallen, aber das war der Moment, wo Merz also als Europapolitiker für die EU-Politiker eigentlich unten durch war. Weil einfach klar war, er weiß überhaupt nicht, wie es geht. Ich wollte auch ja euch gar nicht angreifen, Albrecht. Ich wollte mit einer lockeren Rückblick auf unsere letzte Sendung einsteigen und dich teilweise auch lobend erwähnen. Du fühlst dich jetzt ganz Zeit mal angegriffen, weil du hast zum Beispiel auch die richtigen Fragen gestellt. Würde ich jetzt auch nochmal zitieren. Du hast dich leider geirrt, aber du hast zum Beispiel gesagt, du hoffst, dass die GroKo ein größeres Eingehen auf die Befindlichkeiten der Bürgerinnen und Bürger hinbekommt. Das ist ja genau richtig. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig, dass das notwendig ist. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das nicht passiert ist. Dann hast du auch gesagt, dass du hoffst, dass es gelingt, dieses Wohlstandsmodell Deutschlands auf die nächsten Jahre zu sichern. Das sei die Kardinalfrage. Ist das passiert? Naja, man könnte jetzt, ich will das nochmal deutlich machen, mir lag es jetzt auch, wie gesagt, ich könnte jetzt auf jede Verkantung nochmal eingehen, darum ging es nicht. Es geht nein, ja gut, ich meine ehrlich gesagt, ich, wie gesagt, bin hierher gefahren und habe gar kein Problem. Ich sagte das sogar gleich vorab, zu sagen, und das fand ich schon an dem komischen Schnipsel der deutlich geworden, dass ich tatsächlich in der Annahme der Lernfähigkeit, auch der Bereitwilligkeit, sich überhaupt auf Politik einzulassen, die Ernsthaftigkeit zur Kenntnis zu nehmen, auch zu begreifen, dass ein Jahr irgendwann verrinnt und man nicht immer die gleichen Fehler machen darf und kann, dass ich mich da selbst in einem Mann wie Merz, bei dem man vieles annehmen musste, ich war Merz ja nun auch sehr verfolgt, dass ich mich da sehr geirrt habe, das steht doch fest. Bei der anderen Sache würde ich sogar noch variieren. Jetzt gehen wir doch mal auf die konkreten Sachen ein. Du willst ja die Felder, wir wollen ja vielleicht auch die Felder durcharbeiten. Die gehen wir ja, durch. deswegen will ich das nochmal deutlich sagen.
das Wohlstandsmodell Deutschlands zu garantieren. Wie war der Satz genau? Darum ging es auch da. Es ist Hoffentlich gelingt es, dieses Wohlstandsmodell auf die nächsten Jahre zu sichern. Genau, das Wohlstandsmodell, das ist ja verkürzt, das ist ja ganz was anderes. Mir ging es darum, und das will ich nochmal deutlich machen, dieses Modell Deutschland bestand vor allem darin, dass alle partizipieren. Dass wir so etwas haben wie einen Ausgleich. Dieser Ausgleich, man muss ja auch mal die Herausforderungen, sonst macht es keinen Sinn, dieser Regierung zur Kenntnis nehmen, waren fundamental natürlich dramatisch anders als Olaf Scholz, bei allen Problemen, die übrigens hatten. Ich finde es genauso falsch zu behaupten, Scholz und die hatten keine, aber heute der Kanzler, könnt ihr nachher sehen, sagt im Interview, und auch jetzt diese Irrsinnszitat wieder, wo man sich fragt, wie kann man das nicht rausstreichen? Ich bin der Kanzler, der am meisten attackiert wurde und so weiter, jetzt im jüngsten Spiel. Ist natürlich alles Quatsch. Die Regierung Scholz hatte ihre eigenen Probleme mit dem Angriff Russlands. Aber man darf nicht vergessen, in der Regierung Merz begann die völlige Verfeindung der Vereinigten Staaten von Deutschland und Europa. Das ist eine enorme Zäsur mit ungeheuren Konsequenzen. Mit der Tatsache, dass wir plötzlich für Verteidigung in einem irren Maße Geld aufbringen müssen. Was dann natürlich, und das ist schon übrigens das erste Problem von Merz gewesen, wir haben es an dem Tag selber noch nicht erlebt, weil das ja die missglückte Wahl war. Wir waren uns ja wohl alle einig, dass diese zweite Wahl, die Merz interessanterweise eben damit wirklich wurde, dass sie schon ein fatales Zeichen war. Aber danach kam, ja, wenn man es mal historisiert, diese Irrsinnsabstimmung mit den 500 Milliarden Paketen. Ja? Die kann man als Lernprozess begreifen. Aber natürlich war es implizit schon das Erste, was Merz machte. Er nannte das den großen Kredit auf die eigene Glaubwürdigkeit, die er genommen hat. Weil er natürlich damit einem absoluten Versprechen in der Wahl widersprochen hat und damit natürlich schon in eine Richtung kam, die ihm bei einem erheblichen Teil seiner eigenen Partei massiv unter Druck setzte, obwohl es völlig richtig war. Es mussten diese beiden Pakete, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, sie mussten aufgenommen werden. Aber ich will nur sagen, in der Einschätzung würde ich lange, deswegen auch mal auf den Autoscooter zu kommen, Merz hat für mein Verständnis, wenn man überhaupt Verdienste für ihn reklamiert, und dabei bleibe ich, hatte er am Anfang Verdienste in der Außenpolitik. Merz war anders als Scholz in der Lage, durchaus am Anfang, ich nehme nicht das Ende, mittlerweile ist das Verhältnis zu Macron abgekühlt, dieser Fehler, das völlig recht, in Brüssel zu meinen, ja, ich diktiere die Freigabe der Konten, die Belgier werden, war ein großer Fehler. Aber am Anfang hielte ich das Angehen von Merz in den Willen, die NATO an der Seite Deutschlands zu halten, für richtig. Weil anders als fast alle Staaten, also zum Beispiel als die Spanier, die Ukraine kaum interessiert, hat Merz ein Interesse gehabt, die Amerikaner an der Seite Europas zu halten, um die Ukraine zu verteidigen. Das war am Anfang richtig. Danach ging es auch dramatisch in die Hose, weil er den Irrsinnssatz getätigt hat, die Amerikaner machen die Israelis machen die Drecksarbeit. Eine völlige Position der Völkerrechtsgleichgültigkeit, des Rechtsnihilismus. Da wurde er dann ein Stück weit, und da gebe ich dir recht, Hans, da wurden die trumpistischen Seiten an Merz deutlich. Also es gibt ja wirklich Ausschläge, da mag es auch eine gewisse Ebene geben, wo die sich verstanden haben. Und noch viel verrückter war natürlich, dass er, nachdem er so lange um Trumps Zuneigung gebuhlt hatte, einerseits sich viel zu spät, lange nach Beginn des Iran-Krieges richtig distanzierte, ironischerweise auch im Vorfeld einer Landtagswahl, das mag eine Rolle gespielt haben, aber dann so einem Narzissten wie Trump dann in einer Schule in Sauerland vor die Füße förmlich knallte, jetzt werden die ganzen Amerikaner durch den Iran gedemütigt. Also genau das Gegenteil. Und da zeigte sich, dass er sich auch in der Außenpolitik in keinster Weise ernsthaft die Frage stellt, was verprellt, ja, denn jeder Satz wird natürlich auch da auf die Goldwaage, was verprellt meinen wichtigsten Alliierten. Also er hat fatalerweise auch in der Außenpolitik genau den Kredit verspielt, den er am Anfang für mein Verständnis hatte, weil er die Amerikaner an der Seite Europas gehalten hat. Das würde ich ihm zumindest am Anfang zugutehalten wollen. Dann entscheide ich mal moderativ, hier bleiben wir bei der Außenpolitik. Du hast übrigens letztes Jahr gesagt, dass du bei Merz eine Leidenschaftlichkeit in Außenpolitik im Vergleich zu Scholz festgestellt hast und hoffst, dass das eintritt. Können wir gleich nochmal reden. Jetzt kommt Hans mit seiner den Blick auf die Außenpolitik der letzten 12 Monate. Dann kommt Ulrike, dann komme ich. Ja, ich glaube, ich habe vor einem Jahr gesagt, dass Wadefuhl sozusagen auf der einen Seite von seinem Ruf her sozusagen eher als ein fast linksliberaler Konservativer gilt, dass ich aber davon ausgehen würde, dass letztlich er dann doch der getreue Knappe von Friedrich Merz sein würde in der Außenpolitik. Und das hat sich, finde ich, absolut bestätigt.
ich erkenne nicht, wo Wadefuhl irgendwo eine wirklich eigene, originäre Linie in der Außenpolitik verfolgt, sondern Das ist vielleicht noch nicht sein Job als Außenminister. Er ist sozusagen die schaumgebremste Variante, der ein bisschen moderiert, was Merz aber als Linien vorgibt. Wobei dann auch Wadefuhl Sachen sagt, wo man sagt, das hätte jetzt auch von Merz kommen können, wenn er dann auf einmal sagt, ja, Israel hat jedes Recht, im Libanon eine Invasion zu machen. Also das finde ich dann schon aktuell eine sehr erstaunliche Aussage. Also die Außenpolitik, ich sehe nicht, wo es da eine konsistente deutsche Linie gäbe, weder von Merz, der am Anfang versucht hat, gegenüber dem wichtigsten, natürlich immer noch wichtigsten Global Player für Deutschland, USA, in der Person Trumps, dem zu appeasen und dann irgendwann krachend in der Schule von der Bühne gefallen ist, mit dem Ergebnis, das wir haben. Und bei Wadefuhl erkenne ich nicht, dass er dem irgendetwas Eigenes entgegenzusetzen hätte. Deswegen ist mein Befund, die vergangenen Monate deutscher Außenpolitik waren ein Schlingerkurs, wo ich nicht weiß, welchem magnetischen Nordpol der folgt. Aber ich glaube jetzt, tatsächlich ist es ja ein sehr ungewöhnlicher Fall, dass Kanzleramt und Außenministerium in der gleichen Partei sind. Ja. Also normalerweise ist es so, der Kanzler ist von einer anderen Partei als das Außenministerium und dann kann man als Außenminister natürlich auch so ein bisschen andere Akzente setzen, weil man ja eine andere Partei vertritt. Wenn man das beides in einer Partei hat, dann ist das eigentlich zwingend, dass der Kanzler da die Vorgaben macht, weil ein ganz großer Teil der Außenpolitik wird ja sowieso im Kanzleramt gemacht. Und zwar immer dann, wenn es wichtig ist. Also USA ist im Kanzleramt, Europa ist im Kanzleramt, Russland ist im Kanzleramt. Ja, also die Außenminister traditionell sind dann eher so im globalen Süden unterwegs, in den 200 Staaten, die nicht so auf der Agenda des Kanzleramts stehen. So insofern kann der da gar nicht ausscheren. Lass mich direkt und ganz kurz sagen, das stimmt. Anders als bei zum Beispiel Schröder und Fischer, ja, genau. Fischer hatte durchaus eigene Vorstellungen, ja, genau. aber wenn es eng wurde, hat Schröder ihn einfach overruled. Natürlich. So. Das ist nicht nötig, wenn beide in einer Partei sind. Nee, dann ist es sogar schädlich. Eben. Weil dann heißt es nämlich, der Parteichef, das ist ja Merz auch, richtig, hat seine Partei nicht im Griff, richtig. Wenn der Außenminister deswegen kann man auch argumentieren, wenn beide Ressorts in einer Hand sind, könnte das auch für einen guten, geschickten Außenpolitiker mehr Beinfreiheit, politische Beinfreiheit und Handlungsfreiheit bedeuten, als Option. Aber das haben wir hier nicht. Naja, Ja, man darf gut, auch eins aber Moment. Du warst so- gerade dran mit Außenpolitik, Hans war dran, jetzt ist Ulrike und dann komme ich. Ja, und ich, also dann wollte ich einfach nur noch zu dem, was Hans gesagt hat, also was natürlich richtig ist, dass es jetzt zu einem Clash zwischen Trump und Merz kam. Aber ich glaube, in der Sache war das sowieso völlig egal und vielleicht auch unvermeidlich. Also eigentlich spätestens mit Trump, der Grönland annektieren wollte, ist klar, dass die USA oder die jetzige US-Regierung betrachtet Europa als Feind. Das steht auch in deren neuen nationalen Sicherheitsstrategie. Ja, da steht Europa als Feind drin. Und das ist natürlich alles völlig aberwitzig und irre, aber das ist diese Sicht dieser US-Regierung. Das ist auch die Sicht von J.D. Vance, der ja zwar gegen den Krieg im Iran ist, aber wenn es um Europa geht, ist auch J.D. Vance der Meinung, dass Europa der Feind ist. So nach dem Motto, wenn es die AfD nicht machen darf, was sie will, dann ist das ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und die AfD wird ja auch von beiden aber hofiert und gestützt. Oder Orban und so. Das heißt, mit so einer Regierung kann man sowieso nicht zusammenarbeiten. Und es ist ja auch irgendwie irre, dass Trump alle beleidigen darf, aber er wird mal zu Recht kritisiert, ja. Es ist ja so, dass... Dazu muss man König sein, dann geht's. Ja, das ist doch klar, dass die USA gedemütigt werden durch den Iran und das wird auch so weitergehen. Und dieser Krieg, der Angriff auf den Iran war der größte strategische Fehler, der wahrscheinlich seit Vietnam in der US-Geschichte gemacht wurde. So, und das weiß Trump auch, deswegen ist er da so empfindlich, aber es ist eine Tatsache. Und was jetzt sozusagen der unmittelbare Effekt ist, sind diese 5.000 Soldaten.
Aber eigentlich für uns schlimmer ist ja, dass die Mittelstreckenraketen nicht kommen, weil Russland kann pro Jahr 2500 ballistische Raketen herstellen. Wir können im Augenblick in Deutschland genau 0 Raketen herstellen. Deswegen genau hatte ja die beiden Regierungen beschlossen, dass man diese Mittelstreckenraketen liefert, um wenigstens so ein bisschen die sogenannte Fähigkeitslücke zu schließen und die Abschreckung zu erhöhen. So, jetzt kommen diese... Auch nur temporär, bis die deutsch-französischen Genau. aufgestellt werden können. Genau, aber im Augenblick haben wir keine Raketen, jetzt kommen auch keine Raketen. Allerdings wäre wahrscheinlich dieses Ergebnis auch immer eingetreten, weil ja durch den Iran-Krieg jetzt die Raketen auch im Nahen Osten gebraucht werden. Das heißt, man muss eigentlich sagen, materiell hat sich durch die Analyse von Merz in einem sauerländischen Gymnasium, dass die USA gedemütigt werden, nichts geändert und er hat das Offensichtliche ausgesprochen. Also das würde ich noch nicht mal sagen, ist der größte Flop, sondern der größte Flop, wie gesagt, waren sowas wie der EU-Gipfel, wo er dann versucht hat, den anderen zu erzählen, wo sie jetzt abstimmen sollen. Das ist schlimmer als jetzt die Tatsache, dass er und Trump sich aufstreiten. Ich versuche es mal ein bisschen ausstrukturierter auf EU-Ebene. Hat übrigens das Jahr hat angefangen, der Merz-Regierung, mit Verstimmungen, massiven Verstimmungen innerhalb der EU, weil Dobrindt und Merz ja einen neuen Grenzkurs mit Zurückweisungen und innereuropäischen Grenzkontrollen eingeführt hat, wer wo wen wieder zu hinschieben muss, was natürlich dann die insbesondere osteuropäischen Partner sehr aufgeregt hat. Ja, vor allen Dingen Polen, ja. Was dann wieder eine Unzuverlässigkeit der neuen deutschen Regierung aus europäischer Sicht herbeigeführt hat. Die deutsch-französische Achse wurde aus meiner Sicht von der deutschen Seite massiv geschwächt. Jetzt angefangen bei gemeinsamen Rüstungsprojekten. Diese Raketen kommen jetzt irgendwie wahrscheinlich auch nicht. FCAS ist abgesagt. Das deutsch-spanische Verhältnis ist, glaube ich, auf dem Tiefpunkt. Ich glaube, nur das deutsch-italienische Verhältnis, interessanterweise mit der postfaschistischen Meloni, hat sich gebessert. Deutschland hat sich innerhalb der EU weiter isoliert, wenn man insbesondere auf den Iran-Krieg guckt und noch mehr auf Israel und Palästina, komme ich gleich zu. Insbesondere bei Sanktionen gegenüber Israel. Darf ich was zu FCAS sagen? Gleich. Zum Flugzeug, okay. Gleich. Insbesondere hat sich Deutschland in der EU gemeinsam, glaube ich, nur noch mit Tschechien und Ungarn isoliert, wenn es um Sanktionspolitik für die Völkerrechtsverbrechen Israels geht. Dann insbesondere für mich entscheidend ist, dass wir eine Bundesregierung, Außenminister und Kanzler haben, die eine Entführung eines Staatspräsidenten gebilligt, wenn nicht sogar unterstützt haben. Maduro wurde von Trump Anfang Januar unterstützt, völkerrechtswidrig. Dazu konnte sich die Bundesregierung bisher immer noch nicht äußern und ihre Bewertung vorantragen. Dann hat Merz und die Bundesregierung den 12-Tage-Iran-Krieg vor einem Jahr unterstützt und gebilligt. Das war damals Drecksarbeit, hat er das genannt. Dann natürlich die nächste Billigung und Unterstützung des laufenden Iran-Kriegs, der unter anderem durch Rammstein und US-Basen hier natürlich läuft. Deutschland könnte das verhindern, so wie andere europäische Staaten. Nee, anscheinend nicht. Natürlich können sie das verhindern. Das ist Fakt. Die Spanier erlauben ja unter anderem nicht die Nutzung der Basen. Dann natürlich, wir unterstützen weiterhin ein genozidales Regime in Israel, Völkermord in Gaza, Völkerrechtsverbrechen im Libanon, der Angriffskrieg im Iran. Deutschland steht dahinter. Wir schützen sie diplomatisch, wir rüsten sie weiterhin auf. Das ist verbrecherisch und ein historisch schwerer Fehler, was insgesamt das deutsche Ansehen in der Welt weiterhin zerstört. Ich würde sagen, Wadefuhl ist, glaube ich, in all dem, was ich mitbekommen habe, der bisher schlimmste Außenminister. Also Hans hat es ja quasi schon gesagt, was der, und das weiß ich auch intern aus dem Auswärtigen Amt, was die dort an, wie sie Völkerrecht mit den Füßen treten müssen, wie sie quasi sich wirklich vom Völkerrecht verabschieden müssen, von Menschenrechten, das war ja quasi eine außenpolitische Verpflichtung Deutschlands, ist schon krass. Und was Wadefuhl jede Woche teilweise raushaut, entweder weil er das so denkt oder weil er das sagen muss. Hans hat ja gerade allein gestern schon gesagt, dass Israel ein Recht hat, im Libanon, im Südlibanon zu sein, ist hochgradig problematisch. Und ich glaube einfach, weil wir alle, glaube ich, den Wunsch haben, dass hier unsere Demokratie, unsere Gesellschaft vorankommt, dass
gerade bei außenpolitischen Sachen, was viele Leute einfach auch viel besser verstehen als kleinen innenpolitischen Sachen und so weiter, wird halt klar, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und wenn die Leute sehen, dass Völkerrechte und Menschenrechte, was uns über Jahre und Jahrzehnte beigebracht wurde, einfach gar nicht zählt. Wenn der Alliierte und Freund das macht, dann ist es offenbar alles okay und das ist aber nur Drecksarbeit. Das wird ganz schnell in der Gesellschaft heruntersickern und, glaube ich, seinen Teil dazu beitragen, dass die Faschisierung der Gesellschaft vorantreibt. Und das finde ich ein riesengroßes Problem. Darum ist die Außenpolitik so sinnbildlich für diese Merz-Regierung. Das war jetzt ein Fundamentalvortrag. Wenn Hans jetzt nicht direkt es noch widerlegen bzw. ergänzen wollte, will ich gerne was dazu sagen. Erstens, was mich immer sehr wundert, das will ich an dieser Stelle mal sagen, lieber Thilo, wenn es keinen Widerspruch von anderer Seite gibt, das ist ja mittlerweile anscheinend alles gekauft. Ich sag mal ganz ehrlich, der so lapidar gesagte Satz, wir stützen ein genozidales Regime in Israel, der ist in manchen Kreisen durch. Der gilt als selbstverständlich. Ich sag's mal, mir fällt das, gelinde gesagt, als Teil eines Volkes, du bist zwar ein bisschen jünger, lieber Thilo, bist ja auch jung und naiv, noch immer sehr schwer, solange kein Urteil eines internationalen Strafgerichtshofs, egal ob du das bei der Berlinale, wo du damit ja sogar Politik gemacht hast und gewissermaßen in die Geschichtsbücher eingegangen bist. Weil du den guten, wie heißt der wertgeschätzte Regisseur, Wim Wenders zu einer Antwort. Ich finde das aus dem Munde eines Deutschen, lieber Thilo, solange nichts dergleichen wirklich von dir, ich habe nichts gelesen, Kluges, belegt ist, nur aufgrund des wenige Wochen nach Beginn des Krieges von Südafrika erhobenen Vorwurfs des Genozids, der beim ISDH liegt. Du weißt genau, welche hochgradigen, schwierigen Argumente und Begründungen für einen solchen Vorwurf belegt werden müssen. Solange finde ich diesen Vorwurf lapidar. Ich weiß, dass das der neue Gesinnungstext ist für den wahren Linken, ob er Genozid sagt. Ich finde das gelinde gesagt verheerend. Ich finde es geschichtsvergessen. Ich finde es juristisch hochproblematisch. Und ich finde es bemerkenswert, mit welcher Lässigkeit das hier ausgesprochen wird. Ich finde es zweitens, um es gleich zu sagen, dein Geschichtsbewusstsein was du hier an dieser raushaust, Stelle ist skandalös. Und das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen. Du kannst es doch machen. Ich sag's ja nur. Ich muss dem bloß leider, ich nehme das einfach nicht nur zur Kenntnis. Vielleicht sind andere der Meinung, dass einfach du kannst es doch überall sagen. Ich will doch nur sagen, ich finde es ein Problem. Ich finde es gerade aus dem Munde, ich will es mal deutlich sagen, aus dem Munde eines Deutschen, um es klar zu sagen. Und so naiv bist du nun auch nicht mehr. Wir haben jede Veranlassung, uns als ein Volk, das den Genozid in perfekter Weise vollbracht hat. Wir haben jede Veranlassung, uns mit dem Genozidvorwurf ausgesprochen zurückzuhalten. Das sage ich einfach. Ich habe da eine völlig andere Auffassung. Und wenn du es einfach so raushaust, dann begründe mir hier. Geh die ganzen Argumente dafür durch, dass es ein genozidales Tun der Israelis ist. Das ist alles ausgesprochen problematisch. Deswegen liegt das auch. Und mein Vorwurf wäre nur, es reicht, harte Völkerrechtsverbrechen zu kritisieren. Deutlich zu sagen, diese Armee begeht Völkerrechtsverbrechen, die gravierend sind. Das würde mir vollkommen reichen. Dieser Ausspruch, das ist Genozid, ist eine Exkulpation zum Teil, um es mal klar zu machen, der Nation, die es mit dem Genozid am israelischen, am jüdischen Volk fast perfekt geschafft hat. Das sei mal gesagt. Und das ist leider ein Problem, Thilo. Das muss man an dieser Stelle sagen. Der zweite Punkt, um es mal auf geschichtliche Ebene zu bringen. Nee, du hast doch auch eine große. Jetzt mache ich den zweiten Punkt noch. Bei Herr Wadefuhl, weil das hat ja den gleichen Kontext, steht ja alles im Kontext, weil das dein Fokus ist. Israel, Palästina. Ulrike hat den so entscheidenden schönen Satz gesagt und der ist bemerkenswert. Mit so einer Regierung kann man nicht zusammenarbeiten, wie der US-Regierung. Das Grundproblem besteht darin, dass wir in vielerlei Hinsicht mit dieser Regierung zusammenarbeiten müssen. Ob es uns gefällt oder nicht. Und das heißt, das Können ist das eine. Der Zwang, übrigens auch unter gewissen Voraussetzungen, nicht beispielsweise um die Sicherheit der Ukraine zu garantieren, ist bisher meinem Eindruck nach durch diese ungemein stabilitätssichernde Europäische Union nicht so gesichert. Die einzigen, die es wirklich bisher tun, sind die Ukrainer mit ihrem ungeheuren Mut, mit ihrem Verteidigungswillen, die offensichtlich Russland immer mehr schwächen. Das ist bemerkenswert. Also, das ist aber das Dilemma. Und deswegen muss man auch dieser Regierung eines konzidieren, auch bei deiner Analyse, das ist der schlimmste Außenminister, den das Land je hatte. Bei aller Wertschätzung, lieber Thilo, die Verhältnisse Deutschlands in den 70er Jahren gegenüber Diktaturen wie Chile beispielsweise, wenn man die Geschichte Deutschlands ein bisschen anguckt, dann wirst du andere Beispiele finden. Und ob nun Herr Wadefuhl, der in der Tat recht schnell eingenordet wurde, als er nämlich in Syrien sehr schnell sagte, zuerst hier kann man niemanden hinbringen. Das war seine erste Aussage und da sehe ich sogar durchaus ein gewisses vielleicht christliches Momentum, wo er sagte, das ist so unhaltbar. Also ein Widerspruch gab es tatsächlich, hat die Union und hat die Regierung das danach nicht nur gutiert, weil sie sagte, wir müssen mit unserer
ja, nun offensichtlich nicht weit gedienen und auch keineswegs nur moralisch vertretbaren oder moralisch hochstehenden Politik der, will ich den Begriff Remigration nennen, aber der Ausbürgerung oder Ausweisung von Migranten damit nicht einhergehen konnte. Das heißt, es ist alles nicht immer so das Maximum. Und wenn du jetzt als letzten Satz, deswegen finde ich das schon doll, ja, um es mal deutlich zu sagen, wir können uns gerne, und ich bin heute deswegen ja auch gekommen, ich habe den Vorschlag gemacht, über das ganze Scheitern, das Dilemma unterhalten. Aber jetzt noch einen Schlag daraus zu ziehen, das ist das Fortschreiben der Faschisierung der deutschen Gesellschaft. Ja, lieber Thilo, das ist eben leider eine Wahrnehmung. Ich sag dir mal ganz im Ernst, bisher ist das Dilemma dieser Regierung auch darin bestehend, dass sie dem real existierenden Faschismus, der uns auch interessieren müsste, der nämlich aus Russland beispielsweise gegenwärtig Tag für Tag dort in den Medien artikuliert wird, ja, und den die Ukrainer erleiden, das ist momentan das Dilemma. Dass diese Regierung übrigens anders als die von dir so geschätzten Spanier, die gerne als Softpower Europa weiterhalten, wo Herr Sanchez kein sonderlich hochstehendes Interesse daran hat, eine zivile Europäische Union aufzubauen, sondern einen Wahlkampf führt mit anti-amerikanischen Positionen. Diese Position macht es der Regierung Merz nicht ganz so leicht. Die versucht auf der einen Seite, und ich habe sie ja kritisiert, weil ich in der Tat glaube, er hat zu spät Einspruch erhoben, er hat sich auch zu nah an Trump begeben. Aber sie versucht auf der einen Seite die Ukraine als fast einziger Staat hier in Europa massiv zu unterstützen, zu verteidigen, und auf der anderen Seite, und da hast du dann recht, versucht sie eine ziemlich fatale, zum Teil Gratwanderung in dem Versuch, Distanz jetzt zu Trump zu beziehen, aber letztlich natürlich in Teilen zu wenig. Da kann ich dir nicht widersprechen. Aber all diese anderen Sachen, ich weiß nicht, die haben mit der Realität und der Komplexität eines Agierens dieser Regierung wenig zu tun. Das einfach nur mal kurz, erstens habe ich dich gar nicht angesprochen, du hattest gar nichts dazu sagen müssen. Das war meine Einschätzung. Ich kann hier nicht am Tisch sitzen. Ja, ich bin keiner, der schweigt. Deswegen, wenn du das hier aufbringst, dann muss ich das leider sagen. Alle Sachen, das weiß Hans auch, über die ich jetzt gerade geredet habe, das ist auch die Basis des letzten Jahres, unsere Interviewarbeit. Ich möchte aber kurz auf das Völkermordding zurückkommen, weil ich finde das ein Völkermordding für dich ist. Das, was du gerade gesagt hast, ist einfach wichtig, dass wir das hier mal einordnen. Du hast recht, dass der EGH immer noch kein Urteil zum Thema Völkermord erlassen hat. Das kommt aber, weil die EGH die Klage angenommen hat. Die juristische Endbewertung kommt also noch, und Albrecht, der EGH hat 2024, im Januar 2024 vorläufige Maßnahmen erlassen und Israel verpflichtet, diese Maßnahmen umzusetzen, um einen Völkermord zu verhindern. Keine dieser Maßnahmen hat Israel umgesetzt zur Verhinderung des Völkermords. Das ist vom IGH selbst. Das Urteil steht aus. Dann ist Völkermord aber nicht nur eine juristische Kategorie, sondern auch eine wissenschaftliche Kategorie. Du musst zur Kenntnis nehmen, du musst in deinen eigenen Blättern, mindestens 2 Texte kann ich dir gleich nennen, wo Genozidforschung und führende Genozidforscher aufgezeigt haben, warum das ein Völkermord ist. Wenn du diese Texte kennst, dann frage ich mich, wovon du redest. Weil es 2 sind, Tilo. Weil es 2 sind. Und jetzt lässt du mich ausreden. Ja, ich lass dich doch immer ausreden. Das ist doch israelische NGOs, alle internationalen NGOs sprechen davon, was in Gaza passiert ist, ein Völkermord. Dann gibt es eine unabhängige UN-Kommission, die schon bei den Jesiden von Völkermord geurteilt hat, wo alle westlichen Parlamente und Institutionen dem zugestimmt haben. 4 von 5 Völkermordkriterien werden erfüllt in Gaza. Das sind 2 mehr als in Srebrenica, wo der IGH geurteilt hat, dass es Völkermord war. Und was du hier auch gerade insinuiert hast, wegen der deutschen Geschichte und unserer Gräueltaten gegenüber den Juden, das jetzt auf Israel gleich wieder umzuwirken, ist auch gefährlich. Wir sollten einfach nicht Juden mit Israel gleichsetzen. Das ist erstens gefährlich. Thilo, nee, Thilo. Ich grätsche jetzt hier rein, weil die Gefahr Ich lasse mir das hier aber nicht sagen. Und das hat auch was mit Antisemitismus zu tun. Die Positionen sind zu vermeiden. Die Positionen, eure gegenseitigen Positionen sind sehr klar geworden. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir lassen das so in Rede und Gegenrede und Replik stehen, wie es in aller Deutlichkeit kontrovers offen liegt, und kehren zurück zu dem Thema, von dem das ein Teil ist,
aber nicht das einzige Teil, nicht das wesentliche Teil, finde ich, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich eine Bilanz des ersten Jahres dieser Regierung. Dafür hätte es einfach nur stehen lassen können. Stattdessen hat er quasi... Nein, das kann ich ja, nicht. entweder Kilo, ich sag dazu Folgendes. Ich sag's mal so. Diese Debatte Leute, ich gehe hier gleich raus. Mach's doch. Ist doch in Ordnung. Du gehst halt raus. Gehen wir jetzt beide. Tschüss, wir gehen jetzt beide. Nee. Naja, was soll denn das jetzt? Ich meine... Weil das keine Diskussion Also ich mehr meine, ist. ich kann verstehen, dass du dich Macht's gut. Dann müssen wir uns unterhalten, ist ja auch in Ordnung. Dann kommt doch gleich wieder. Ich sage damit einfach, Tilo, deswegen schade, dass Hans nicht erträgt. Ich finde, man kann so etwas einfach unter der Hand nicht stehen lassen. Aber du kannst dich jetzt einfach nicht rausgehen lassen. Natürlich. Nein, ich kann nicht, Tilo, das sage ich dir ganz ehrlich. Für mich ist diese du machst gerade mit dem weiter, warum die gerade aufgestanden sind. Ja, dann hol sie wieder rein. Ich sage einfach nur, ich finde die kommen ja nicht rein, weil du jetzt nicht aufhörst. Ich kann diese Aussage so einfach, weil ich sie hochproblematisch finde, kann ich nicht stehen lassen. Und deswegen kann ich mich nicht hier einfach wie ein Lämpchen, das kannst du vor anderen machen. Nicht vor mir. Ich halte diese Aussage für einfach Albrecht, ein Riesen... nichts an meiner Aussage ist hochproblematisch. Was du hier erzählst, ist hochproblematisch. Die halbe Welt verschließt nicht die Augen wie du. Ich habe dir gerade gesagt, was die Fakten sind. Ich habe dir gesagt, was die Fakten sind. Nein, auch das ist doch nicht wahr, Tilo. Du bringst die Aussage von einigen NGOs... Da stehe ich auch gleich auf. Dann sitze ich hier alleine. Einige NGOs, das sind die führenden Menschenrechtsorganisationen der Welt. Ist es Amnesty International, die soll man abwarten, was bei rauskommt. Das ist alles. Und israelische... Albrecht, du weißt offenbar nicht, wovon du sprichst. Ich weiß sehr wohl, wovon ich spreche. Akzeptierst du das jetzt, dass wir darüber nicht diskutieren wollen, weil dir die Tatsachenbasis fehlt, oder wir lassen das aber sein? Das werde ich keinesfalls akzeptieren, Tilo. Weil ist doch einfach, ich muss bloß auch nicht weiter diskutieren. Und wenn du die Traute hast, dann mache ich mit dir ein gemeinsames Gespräch. Das können wir alles machen. Ich weiß ja nicht, ob du mal diese Leute eingeladen hast, die wirklich ernsthaft mit dir das kontrovers diskutieren. Und vielleicht nicht nur Herrn Ambros. Ich meine, dein Problem besteht darin, dass du meistens Leute hast, die in dieser Hinsicht deiner Meinung sind. Diskutiere es mit einem anderen, meinetwegen auch Völkerrechtler, wer auch immer, der eine kritische Meinung vertritt. Ich bin dabei, ich mache sogar selbst mich anhalten. Wir können uns gerne hier hinsetzen. Wenn du in der Lage bist und willens bist, es ruhig zu besprechen, dann kann man alle Vorwürfe durchgehen. Mir lag es nur daran, du bist hier laut geworden. Du verscheust unsere Mitdiskutanten. Nein, die kommen ja auch wieder rein. Wir haben im alten Struckschen Wort, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Nein, ich sage einfach nur, Tilo, mir ist diese Frage des ganz schnellen Dahinsagens nicht, ich kann dabei nicht sitzen bleiben und nichts sagen. Das war alles, was ich machen wollte. Und wir können das, ich wäre auf Hans sofort eingegangen, ist mir recht. Sag ihm das, wir können sofort Schluss machen. Mir lag nur daran, deutlich zu machen, ich mache diesen Satz nicht mit, weil ich ihn hochproblematisch finde. Wer hat denn gesagt, dass du den Satz, oder wenn ich einen Satz dieser Art welchen Satz, ich werde ja auch keinen Satz von dir unterschreiben oder so weiter. Ja, wenn du einfach so einen Satz, ich lass mir hier nur nicht, dass du hier Doppelstandards etablierst. Nein, du musst dich doch aber, Tilo, du hast doch diesen Satz jetzt sehr oft gesagt. Das ist auch etwas, was jetzt in deiner Argumentation permanent durchgeht. Dann musst du akzeptieren, dass ein Mitdiskutant, den du davor bestens präpariert mit jedem seiner Sätze konfrontiert hast, die alle ziemlich nichtig sind, verglichen mit diesem Satz, den du seit einem Jahr wie eine Monstranz und auch wahrscheinlich noch viel länger vor dir herträgst. Da musst du es akzeptieren, dass ein Mann, der hier mit dich ernst nimmt, dir sagt, ich kann diesen Satz nicht mitmachen. Ich finde es auch ein Problem. Albrecht. Und ich finde es auch in unserer Runde ein Problem. Und ich finde diese ganze Tendenz, dann noch eine Faschisierung, die schlimmste Außenpolitik, die wir je hatten, eine absolute erstens Geschichtslosigkeit verglichen mit anderen außenpolitischen Regierungen, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob du sie alle so kennst, wie du es behauptest. Und da musste ich meine Meinung zu sagen. Ich finde das auch völlig legitim. Dafür sind wir offene Diskutanten. Ist doch legitim. Und du musst es doch auch ertragen. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, hat dich das bisher keiner gefragt? Mal ernsthaft, hat dich das keiner gefragt? Hast du Gespräche nicht auch geführt mit Leuten, die genau zu dem Thema diskutieren? Da müssen dich doch andere auch konfrontiert haben. Was sagst du da? Begründe es mir. Das war alles, was ich gemacht habe. Albrecht, du tust dir so, als ob ich hier eine Randmeinung und so weiter... Nein, aber spielt aber keine Rolle. Die Einschätzung, dass in Gaza ein Völkermord passiert, das ist eine Mehrheitsmeinung in dieser Welt. Das ist ja das macht deswegen auch noch nicht besser. Jetzt hör mal auf zu reden. Ich habe dir gerade gesagt, auf welcher Basis, juristisch, wissenschaftlich sowie UN-Basis, diese Einschätzung passiert. Soll ich dir was sagen, Tilo? Du bringst zwei Holocaust-Forscher. Ich kenne die sogar auch. Es gibt viele, viele andere, die sich ganz anders verhalten. Wenn du der Meinung wärst, das wäre, ich habe doch nur vor einer Sache gewarnt, und das würde ich als Vorschlag sogar zur Güte, ich sag dir mal ganz ehrlich, hättest du andere Leute, vielleicht die kritischer bei der Sache, du hättest mich ja früher auch mal fragen können, oder hätte ich dir früher gesagt. Es spielt doch gar keine Rolle, was du über das denkst, was ich dir sage. Es spielt eine Rolle, wenn du die Kritik nicht erträgst, du musst doch ertragen. Wenn du der Meinung bist, dass da kein Völkermord ist, ist das halt deine Meinung. Ich basiere meine Meinung und meine Einschätzung auf den Tatsachen,
der Wissenschaft Nein, und der selbst Juristerei. da, ich kann dir sogar sagen, selbst ein gewogener, Du erkennst das gar nicht an. Du erkennst das gar nicht. Es macht gar keinen Sinn. Jetzt verstehe ich, warum die anderen aufgehen. Es macht gar keinen Sinn. Kleiner Punkt, hörst Tilo. gar nicht Ich zu. empfehle nur mal einen Punkt. Gib mir doch mal die Quellen. Wir können sofort darüber weiterreden. Hab ich dir gerade genannt. Du sagst ja noch nicht mal die beiden, Forscher. Sag mir die beiden Forscher, von denen du sprichst. Die führende Genozidforscher der Welt. Welche sollen das sein? UN-Kommission, eine unabhängige UN-Kommission, alle internationalen UN-Kommissionen NGOs. sind immer so ungeheuer. Ich sag dir was ganz anderes. Du liest deine eigenen Blätter nicht. Du liest deine eigenen Blätter nicht. Ich kann dir sogar, du hast doch keinen einzigen Text bei uns dazu gefunden, weil wir uns sehr weitlich mit der Frage beschäftigt haben und sehr, sehr zurückhaltend waren. Wahnsinnig so. Und ich glaube aus sowohl historischen Gründen, wie auch aus Gründen der Komplexität der rechtlichen Frage. Und da ich ja nun auch gar nicht auf das Rechtliche vertieft, weil du musst es mir ja belegen. Ich muss dir doch nicht belegen, dass es ich ein Völker... Ich habe dir das gerade gesagt. Nein, gar nichts. Du hörst nicht Jetzt zu. pass auf. Du hast doch hörst kein einfach Argument. nicht zu. Jetzt pass auf. Wenn wir es ernst meinen, und das wäre eine ernste Auseinandersetzung, dann gehst du jetzt mit mir die Definition des Völkermordes durch. Es gibt einen absoluten Sachverhalt, der das klar definiert. Den kannst du durchgehen. Ich empfehle dir auch die Lektüre eines durchaus deiner Position geneigten Autors Kai Ambros, der Völkerrechtler. Der sagt selber und muss zu dem Schluss kommen, dass die Anforderungen, die an die Definition des Völkermordes mit sehr engen Grenzen belegt sind und die Absicht der Vernichtung eines Volkes eben unter nur ganz geringen, unter ganz engen Voraussetzungen akzeptiert. Dabei ist das noch ein ausgesprochen kritischer Mann. Das heißt, das, was man durchexemplifizieren muss, ist viel, viel komplexer. Und ich habe nur davor gewarnt. Und es ärgert mich auch. Und wenn es bisher keiner in deinem Umfeld gemacht hat, tut es mir fast leid. Es ist einfach, ich finde, aus einer deutschen Sicht ein riesiges Problem. Und das wollte ich an dieser Stelle kenntlich machen. Mehr auch nicht. Du hast deine Meinung. Du hast ja auch so schön gesagt, das ist deine Meinung. Mir geht es nicht um Meinung. Mir geht es dabei um Definition. Mir geht es um Subsumption eines Sachverhalts unter eine juristische Kategorie. Und das ist der entscheidende Punkt. Erste Definition Antisemitismus, IRA. Wer doppelte Standards an Israel ransetzt, verhält sich antisemitisch. Ja, was du hier einforderst, sind nicht gleiche Maßstäbe. Ich tue das. Gleiche Maßstäbe für jedes Land und jede Regierung dieser Welt. Du lässt mich jetzt ausreden. Der IGH hat 2024 lässt mich ausreden. Vorläufige Maßnahmen beschlossen zur Verhinderung des Völkermords in Gaza. Keine dieser Maßnahmen vom IGH wurde von Israel umgesetzt. Das sind Fakten, das kannst du nachlesen. Eine UN-Untersuchungskommission mit unabhängigen Experten hat 4 von 5 Völkermordkriterien nach der Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord festgestellt. Das ist die juristische Ebene. Erfüllte Kriterien. Du hast gerade nachgefragt. Lese doch mal durch. Jetzt lässt du mich ausreden. Du hast gerade nachgefragt. Du hast gerade nachgefragt. Jetzt hör auf. Ja, du rappelst doch nur alles runter, dann geh sie doch durch. Dann können wir sie doch durchprüfen. Du lässt mich gar nicht ausreden. Ich lass dich ausreden. 4 von 5 erfüllte Kriterien laut Völkermordkommission. Absichtliche Tötung, schwere körperliche und seelische Schäden an der Bevölkerung, die absichtliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf psychische Zerstörung abzielen, sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten. Die wurden als erwiesen angesehen. Wer hat das denn gesagt? Die UN-Untersuchungskommission. Ja, und Zeitpunkt des Krieges. Im Zeitpunkt des Krieges 2024. Das war der Krieg. Ne? Das war der Krieg. Die Situation. Die Kommission hat im September 2025 auf 2 Jahre zurückgeblickt. Das sind die Ergebnisse. Ja, das ist die Zeit des Krieges gewesen. Du kannst jetzt ja sagen, also der Krieg läuft doch immer noch. Du kannst auch sagen, ja, wenn der Krieg noch immer in der Weise läuft, dann ist es deine Meinung. Offensichtlich ist die Hamas mittlerweile in der Lage, so wird es jedenfalls gesagt, das Land in weiten Teilen zu übernehmen. Also Gibt es da Waffenstillstand oder nicht? Ja, wer ist dafür verantwortlich? Ist das wieder eben aus deiner Sicht nur die israelische Seite oder ist das mittlerweile die Tatsache, dass dort offensichtlich wieder ein Regime installiert wird, das offensichtlich eine Partei bedeutet, die uns übrigens Es lenkt nicht ab. Ich lenke überhaupt nicht ab. Aber es gibt keine Rechtfertigung für Völkermord. Keine. Das will ich doch Egal, nicht. was der Gegner gemacht hat. Was ist das für ein Argument? Ja, das hast du gerade Das ist doch kein Argument. Nein, es geht mir um Folgendes, Tilo. Es geht mir um Folgendes. Ich habe einfach nur sagen wollen, das ist, glaube ich, eine entscheidende Debatte. Die führen wir jetzt anstelle einer anderen. Die wollten wir durchaus führen. Ich glaube, es ist entscheidend. Es hat mit Relativierung nichts zu tun. Und auch die Doppelstandards, und erkläre mich meinetwegen zum Antisemiten. Ich will auch niemanden in Israel exkulpieren. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir uns, und dabei bleibe ich, wir uns. Ja, du. Du vielleicht nicht. Wenn du aus der Geschichte, nicht, ich muss auch nicht für mir. Nein, dann sage ich dir mal, Tilo, ich habe den Eindruck, du bist doch ansonsten ein durchaus dem Woken und dem Gedanken wahrscheinlich sogar des Postkolonialismus gewogener Mensch. Ich sehe dich vor mir als ein ziemlich bist du mit nie wieder Völkermord aufgewachsen oder nicht? Ich bin in der Tradition, ich bin damit aufgewachsen, aber leider sind wir in der Tradition auch einer deutschen Nation groß geworden, die eine Veranlassung hat, und dabei bleibe ich,
durchaus Israel gegenüber eine besondere Sensibilität im Vorwurf dieser Art an den Tag zu legen. Und dann haben wir Du umso setzt mehr... jetzt schon wieder und ich- Judentum und Juden mit Israel gleich. Ja, ich sag dir, was das Problem ist. Das ist der Staat, in dem die Juden aus Deutschland, die wenigen, die wir übrigens ich würde dir empfehlen, du kannst jetzt deine... Kennst du die Ja? Ich kenn Antisemitismus-Definition die alle. die genau das verbieten? Die verbieten gar Juden nichts. und Die verbieten- Judentum mit die ver- Israel gleichzusetzen? Das tue Das ich tust du nicht, jetzt das schon tue wieder. ich nicht, Thilo. Hör auf. Das tue ich nicht, Thilo. Macht keinen Sinn. Ja, wir können doch das Gespräch weiterführen, ist doch interessant. Du weißt nicht, wovon du redest. Ich weiß sehr viel und ich will dir überhaupt erst mal deutlich machen, was mein Gedanke ist. Der Gedanke besteht darin, dass ungeachtet einer Definition die Juden, die in Israel gegenwärtig leben, diejenigen sind, die deine Urgroßväter, denn du bist so biodeutsch, wie ich biodeutsch bin, lieber Thilo. Und vielleicht hast du nachgecheckt, was deine Großeltern damals, vielleicht waren sie wackere Widerständler, mag ja sein. Aber selbst wenn sie es nicht waren, sind wir der Inbegriff dieses weißen Teiles der Gesellschaft. Und wir haben jede Veranlassung bei gerade dem Umgang mit dem jüdischen Volk in Israel, das ist nämlich das Volk, was wir übrig gelassen haben, mit diesem Vorwurf besonders sensibel umzugehen. Das ist der Kern und das hat mit Antisemitismus überhaupt nichts zu tun und auch mit Du unterstellst mir gerade, dass ich dann damit nicht sensibel umgehe. Ich habe Nein, das hab tust du dir auch nicht. gerade Das meine tust du auch Quellen, nicht. ich habe Das dir hat die mit Quellen Quellen nichts und die zu tun. Tatsachen, die auf dieser Welt passieren, genannt. Das hat nichts mit insensibel zu tun. Das ist genau, ich habe mir das nicht leicht gemacht. Die Leute wissen, dass die hier zugucken. Naja. Und ich finde es infam, wie du darauf Ich finde reagierst. es- Du hättest es einfach nur stehen lassen können. Nein, kann ich nicht. Niemand denkt, Albrecht von Lucke sieht das genauso, weil Thilo das gesagt hat. Das Ja, ist aber du, völliger ich muss Quatsch. diesen Punkt, weil es ein Kardinalpunkt in der ganzen Argumentation der Linken gegenwärtig ist, die du in gewisser Weise doch nicht durchaus... kein Kardinalpunkt der Linken, die Absolut, ganze du Welt weißt doch spricht ganz davon. genau... Ja, das macht's doch... Thilo, du wirst dich doch erinnern, dass lange Zeit beispielsweise ein erheblicher Teil der Welt faschistisch... Du gehst doch ständig drüber... Gegenwärtig ist auch ein Ich erheblicher stehe Teil... jetzt auch auf aus meiner eigenen Sendung. Bleib ich doch Macht keinen alleine, Sinn. das Du wär hörst mal ein nicht Ding. auf. Wir können doch, ja, hol sie doch wieder rein. Wir können doch auch, ich bin ja dabei, wir machen jetzt weiter. Wir haben doch unser Disput hinreichend ausgetragen. Ich sitze, warte hier. Ich würde doch nicht jemals die Sendung verlassen. Sollen sie wieder reinkommen? Bin doch dabei. Na, hol sie mal her. Ich kann sie auch holen. Die sind ja wegen dir aufgestanden. Die Diskussion, die du aufgemacht hast. Ja, das war mir auch ein Bedürfnis. Ah, da sind sie doch, siehst du? Na also, wir verfolgen ja alles. Wer sagt's denn? Nein, wir haben das uns Ihr lauscht an der Tür. Ihr lauscht an der Tür. So. So, jetzt sind wir wieder da. Ich war vor 5 Minuten sauer auf Hans, weil Hans so sich im Ton vergriffen hat. Und jetzt denke ich mir, Hans hat alles richtig gemacht. Und ich hätte sofort aufhören sollen. Wieso denn? War doch eine Ich- Diskussion. Das war ein Tiefpunkt gerade. Mit Albrecht. Und weiß nicht, ob das nochmal. Also, wenn wir auf dieser Basis hier miteinander reden und das aber nicht stehen lassen können, dann macht's keinen Sinn mehr, Albrecht. Du, Und ich- jetzt ist okay. Aber weißt du was, sonst gehen wir gleich wieder. Wenn das Nein, wir können Ja, wieder neu gut. ansetzen. Ich habe Ja. damit kein Problem. Es war mir bloß ein Bedürfnis, Ich, das nicht stehen zu lassen. Im wahrsten Sinne. Ist So, alles jetzt sind gut. wir jetzt reden aber- weiter. Ja. So, das lasse ich bei dir auf mich sitzen hier. Ja. Du hast doch alles gesagt. Wir waren doch, Also ihr habt, glaube ich, beide alles gesagt und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern mehrfach. Was ich gerne, und das war der Versuch, den ich vorm Rausgehen machen wollte, ich glaube, dass die Gründe für das miserable Ansehen dieser Bundesregierung und nicht nur die Noten für Merz, sondern für die gesamte Regierung, dass die so tief im Keller sind und gleichzeitig auf der anderen Seite die AfD in den Umfragen derartig davon profitiert. Das ist aber nach meiner Auffassung nicht primär in der Außenpolitik gesondert begründet, so wichtig die ist, sondern ich glaube, es ist eine Empfindung, die sich verdichtet in relevanten Teilen der Bevölkerung, die auf den Satz rausläuft, die können es einfach nicht. Und mit dem dieses Die bezieht sich nicht nur auf einzelne Personen, sondern bezieht sich auch auf diese beiden Parteien der sogenannten politischen Mitte, die das jetzt machen. Und wenn da so die sind irgendwie in Generalfaschist geraten. Ja? Sie können es einfach nicht. Und das verbindet sich mit einer Sorge bei sehr vielen Menschen berechtigt um die Bedingungen der eigenen Existenz, sowohl was Sicherheit von Arbeitsplatz und Einkommen angeht, als auch das, was wir erleben, und darüber müsste man dann auch sprechen, Teil der Reformen, die unter Finanzdruck zustande kommen, sind einfach ein Stück weit auch Abbau von Sozialstaat. Mindestens werden sie so wahrgenommen. Und da würde mich interessieren,
wie Ulrike als diejenige mit dem vermutlich größten ökonomischen Sachverstand bei uns das einschätzt. Ja gut, also man muss ja sagen, und das wird von der Bevölkerung nicht wirklich wahrgenommen, dass ja die neue Situation ist, dass wir seit 2020 schon 3 externe Schocks hatten. Also erst Corona, dann den Ukraine-Krieg, jetzt Iran. Und immer wird Deutschland ökonomisch hart getroffen von diesen Ereignissen, die keiner hier beschlossen hat. Aber die Bevölkerung sieht diese externen Schocks nur kurz und dann denkt man, die Regierung kann es nicht. Und jetzt muss man mal sagen, dass tragischerweise die Regierung Merz dieses Gefühl auch verstärkt. Durch völlig schwachsinnige Maßnahmen. Also wahrscheinlich die dümmste Idee überhaupt war das mit dem Tankrabatt. Also der Tankrabatt ist auf jeder Ebene ein Fehler. Also erstens ist es so, von diesem Rabatt profitieren die Wohlhabenden am stärksten. Denn die haben die großen Autos, die fahren die weiten Strecken. Das nächste ist, kriegt jetzt auch jeder mit, die Ölkonzerne geben diesen Tankrabatt nicht unbedingt weiter, sondern der bleibt bei den Ölkonzernen. Und das dritte Problem ist natürlich, dass der Tankrabatt auch nicht verhindern kann, dass die Preise weiter steigen, weil die Preise werden ja auf dem Weltmarkt gemacht, nicht in Deutschland mit einem Tankrabatt. So, und dadurch es ist unsozial, es ist wirkungslos, die Ölkonzerne profitieren, wird dieses Gefühl der kompletten Sinnlosigkeit und Inkompetenz verstärkt. Und das hätte man alles vorher wissen können. Und es gab auch einen guten Vorschlag von Ökonomen, wie man es richtig macht. Nämlich, dass man an alle Steuerzahler 300 € auszahlt. Und diese 300 € hätte man auch wieder versteuern müssen. Mit dem Ergebnis, dass die Reichen am wenigsten bekommen hätten. Die hätten zwar 300 € bekommen, aber dann hätten die jetzt 42% Steuern drauf zahlen müssen. Während die Armen hätten wahrscheinlich nichts versteuert, weil sie gar keine Steuern zahlen, hätten die vollen 300 bekommen, hätten dann frei entscheiden können, was sie damit machen können. Sie hätten dann vielleicht gesagt, okay, Benzin ist mir zu teuer, ich fahre lieber Fahrrad, aber sie hätten dann diese 300 € gehabt. Und man hätte auch dieses Preissignal behalten. Ja? An die Leute wäre das Signal gegangen, Benzin wird teurer, fahrt kein Auto, aber wir helfen euch, es kommen diese 300 € bei euch an. Und die wären ja auch sofort, hätte man die ja überweisen können. Und dass man diesen simplen Vorschlag nicht umgesetzt hat, ist eigentlich gar nicht nachzuvollziehen. Und das sind handwerkliche Fehler, wo man sich dann schon selber, als Regierung sozusagen ein Problem, das da ist, nämlich dieses Gefühl, die Wirtschaft wächst nicht, mein Arbeitsplatz ist bedroht, die Inflation wächst, da gibt man jetzt Milliarden aus und die kommen bei den Leuten nicht an. Das ist sowieso, wie doof kann man denn sein? Und das andere Problem ist natürlich, und das wird von den Bürgern unbewusst wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das jeder merkt, dass die Reichen eben entlastet werden. 48 Milliarden kriegen die schon mal geschenkt bis 2029. Während unten, das hast du ja gesagt, die bei den Gesundheitskosten zum Beispiel jetzt gespart wird. Und dann so ein Satz von Merz, ja, die Rente ist nur noch eine Basisabsicherung. Ist eine katastrophal. Das ist der totale Flurschaden. Also in doppelter Hinsicht. Das eine ist, damit belastet er die Konjunktur noch mehr, weil dann die Leute das Gefühl haben, okay, meine Rente ist nicht sicher, ich muss sparen. Ja, das ist das Erste, was die Leute da machen. Schon fehlt die Nachfrage. Und das andere ist natürlich, dass dann auch so eine Angst in die Gesellschaft einzieht und die Leute das Gefühl haben, hier klappt nichts mehr, ich muss jetzt die AfD wählen. Disruption, das hat alles keinen Zweck, jetzt brauchen wir mal den totalen Wechsel. Macht nicht jeder, ja, aber solche Sätze zahlen bei der AfD ein. Wie Albrecht, welche Auswirkungen hat das noch einmal einen Bezug zur Sendung vor einem Jahr? Da waren wir uns alle darin einig, dass wir eine Situation wachsender Ungleichheit auch in der bundesdeutschen Bevölkerung haben, sowohl was Einkommen angeht, was Vermögen angeht. Die Reichen werden immer reicher, relativ dazu gesehen die Ärmeren immer ärmer. Warum ist die SPD als Partei, die eigentlich traditionell immer verbunden war der unteren Hälfte, wenn man so will, der Einkommensgesellschaft, warum ist die SPD in dieser Koalition nicht in der Lage, außer symbolisches Zucken am 1. Mai, zu sagen, wir müssen tatsächlich politische Programmatik versuchen durchzusetzen, die dieses weitere Auseinanderklaffen der Schere bekämpft?
ich würde sagen, die SPD-Politik, wie wir sie in der Regierung erleben, die schmieden die Nägel zu ihrem eigenen Sarg. Ja, das ist zum Teil so. Auf der anderen Seite würde ich wirklich sagen, es gibt ein absolutes Kardinalproblem, das darin besteht, dass diese Regierung, vor allem Merz, und das hat er auch ausdrücklich gesagt, bis ins Wort, alles hängt davon ab, dass wir wieder Wachstum erzeugen. Das war das absolute Paradigma und das geht rekurriert auf diese Debatte, die du einbrachtest, Thilo. Letztes Jahr, wo wir sagten, es muss davon abhängen, ob man wieder das Wohlstandsmodell zu Wege bringt. Das war meine Vorstellung oder sinngemäß, dass wir eine Vorstellung haben, im Sinne fast schon Rawlscher Umverteilung. Bei Rawls ist ja der Gedanke immer John Rawls, ein großen sozialdemokratischen Denker, es sollen die Untersten immer am meisten partizipieren, die Größeren gewinnen aber auch. Was ist aber der Fall, wenn das Wachstum nicht mehr da ist? Und diese Voraussetzungen haben wir gegenwärtig. Wir haben 3 maximale Wegfälle der Grundvoraussetzungen. Öl und Gas aus Russland kommen nicht mehr. Wir zahlen enorm viel mehr für Verteidigung, was ja erstmal nicht in eine Wohlstandsmehrung der Bevölkerung fließt. Und wir kriegen nicht mehr die Exporterlöse aus China. Alles Banalitäten. Das wird jetzt jedes Mal runter. Aber es hat eine enorme Konsequenz. Es hat nämlich die Konsequenz, dass eigentlich bei den enormen Kosten, die ja übrigens 20 Jahre aufgelaufen sind, weil wir nichts in die öffentliche Infrastruktur gesteckt haben, dass jetzt im umgekehrten Sinne Rawls eigentlich bedeuten würde, die Starken müssen am meisten finanzieren von dem, was in einer solchen Notlage oder neuen Lage erforderlich ist an Finanzierung. Das macht die Union aber nicht mit. Apodiktisch. Und jetzt kommt's. Merz hat sich durch seine Truppe und auch durch seine Leute jetzt gerade dieser Tage nochmal voll darauf vergattern lassen, dass sie ihr großes Versprechen, mit uns keine Steuererhöhungen durchpauken. Selbst Söder war bereit zu sagen, ich rede über die Spitzen, die sogenannte Reichensteuer. Wir reden darüber, dass man die Allerreichsten durchaus behelligt. Weil ich sogar glaube, dass bei etlichen davon die Bereitschaft da wäre bei einer richtigen Ansprache. Und das ist, glaube ich, sogar fast der Bruchpunkt gegenwärtig, dass eigentlich aus jeder vernünftigen, auch patriotischen Haltung eine Union, eine aufgeklärte konservative Partei den Vermögenden jetzt zumuten müsste, diese Notlage verlangt es, dass es sind ja unfassbar Reichen. Da spricht aber Merz ja nur von Leistungsträgern. Das sind also die vermeintlichen, dass diese Leistungsträger, die ja heute Merz explizit in allen, heute was nun beim ZDF, diese Leistungsträger dürfen nicht nochmal rangenommen, die 10%, die ohnehin schon 50% aufbringen. Diese Kluft, rein absolut ideologischer Art. Union, alles macht der Markt. SPD, wir brauchen andere Ressourcen, um überhaupt die Entlastung, denn da sind sie ja beieinander, die Entlastung der schwächeren, also mittleren und unteren Einkommen zu bewerkstelligen. Das ist der Riss. Und ich sehe auch nicht, wie ein Merz, der auf seine reiche und neoliberale Linie vergattert ist, wie er davon wegkommt. Und das scheint mir die ganze Zeit was dazu sagen. Ich will nur eben sagen, das Erstaunliche ist eben, und dafür hat dieses Land keine Lösung. Ich will das mal deutlich machen. Es hat in der ganzen bundesrepublikanischen Geschichte die Situation nicht gegeben, wo nicht aus ständigen Wohlstandszuwächsen eine Umverteilung möglich ist, sondern möglicherweise eher etwas genommen werden muss. Das gab es bisher nicht. Und das ist schon etwas, was für die sogenannten Leistungsträger, und ich meine damit wirklich die absoluten Spitzenverdiener, die eben Leistungsträger in der Ideologie sind, aber die, wie wir beide oder wir alle wahrscheinlich sehen, nicht mehr leisten als die Krankenschwester, der Handwerker, wo die eigentlich jetzt mehr zum Wohlergehen des Staates beitragen müssen. Ja, also ich meine, ich gebe Albrecht absolut recht, dass eigentlich man von den Reichen, und dazu gehören nicht nur die hohen Einkommen, sondern auch die hohen Vermögen, mehr Geld einsammeln müsste. Und das müsste man auch deswegen machen, weil ja dieses bisherige Modell, man setzt nur auf Export, der Binnenkonsum schwächelt, auch weil die Löhne nicht mitziehen. Die Löhne steigen nicht so stark wie der technische Fortschritt seit 2000. Dieses Modell funktioniert nicht mehr. Also wenn man sieht, die Exporte auch zum Beispiel wegen den USA, wegen der Zölle werden schwächer, dann müsste man eigentlich sagen, okay, wir setzen jetzt auf den Binnenkonsum, wenn wir Wachstum wollen. Aber genau diesen Weg geht Merz nicht. Der versteht gar nicht, dass Wachstum dadurch zustande kommt, dass es Nachfrage gibt, sondern er denkt immer, Wachstum kommt dann zustande, wenn man die Unternehmen entlastet. Nein, da kommt überhaupt kein Wachstum zustande, sondern man hat nur Steuerausfälle. Aber das versteht er nicht. Und damit komme ich auch noch zu einem Punkt, der bei Albrecht eigentlich auch schon angelegt war. Das fundamentale Problem auch der Großen Koalition ist, dass in der CDU der rechte Rand regiert. Also so wie das unter Merkel war, ja, dass die liberale, sozialdemokratisch orientierte... Wer ist das personell? Ja, das ist, hast du alle am Start. Das ist Merz selber. Merz hat eigentlich einen FDP
Blick. Also für ihn, du kannst das schon in den Wahlprogrammen von 2021 und 2025 der CDU sehen. Da stand nichts drin, ja, viel Wolke, Wolke. Aber das, was konkret war, war immer nur Steuersenkung. Steuersenkung für die Unternehmen, Steuersenkung für die Reichen, weg mit dem Soli, ja. Aber das war das einzig Konkrete. Ich übertreibe nicht. Das CDU-Wahlprogramm sah aus wie das FDP-Wahlprogramm. Das war zum Teil identisch. Du kannst aber als Volkspartei nicht mit einem FDP-Programm starten. Dass die CDU aber dieses FDP-Programm hatte, überhaupt, lag daran, dass nach den Merkel-Jahren dieser rechte Rand jetzt endlich mal an die Macht kommen will. Und das ist eben, wie gesagt, Merz, das ist Linnemann, sein Generalsekretär, das ist auch Spahn. Das sind natürlich solche Leute wie Wolfgang Weimar, die dann auch noch Ludwig-Erhard-Forum macht, wo er dann den einzelnen Sitz für 80.000 Euro verkauft, nach dem Motto, du kannst dann auch einen echten Politiker sehen. Am Tegernsee Golf spielen, ja, so. Und was noch dazu kommt, ist, dass, ich glaube, das verschärft das Problem noch. Das sind aber auch die junge Gruppe, ja, die jetzt keine Rente, die sind auch alle neoliberal. Das Problem wird noch verschärft, dass wir letztlich regiert werden, und das ist eigentlich keine Übertreibung, von der katholischen Provinz aus Nordrhein-Westfalen. Also Merz ist aus Brilon, Linnemann ist aus Paderborn und Spahn ist aus Ahaus. Und das ist dann auch irgendwie so diese Perspektive, ja, dass man regiert ein Industrieland, das ganz wesentlich davon lebt, dass es Nachfrage der Lohnabhängigen gibt, als hätte man einen Bauernhof oder eine Buchhandlung in Paderborn. So, und das ist ganz ungünstig, aber typisch Merz, dass er sich selbst klont, ja, und dass er nur Leute in seine Nähe lässt, die ähnlich ticken wie er. Eine leichte Ausnahme ist Thorsten Frey aus Donaueschingen, ja, aber das ist und der ist auch evangelisch, glaube ich, aber es ist auch wieder Provinz. Und die wollen jetzt Deutschland regieren. Und weil sie jedenfalls der rechte Rand sind, ist natürlich die Verbindung zur SPD und auch die Verständigung mit der SPD viel schwieriger, als es unter Merkel war. Weil der ganze Merkel-Flügel war ja sozusagen, wenn man jetzt Deutschland anguckt, so eher mittig. Die hatten gar nicht diese Berührungsängste. Die hatten auch die sozialen Belange im Blick. Das ist bei Merz. Ich meine, der Sozialflügel, den es in der CDU noch gibt, die sind ja genauso entsetzt wie die SPD. Ja? Also, und das... Wir hatten ja begonnen mit dem Motto Reiche reicher machen. Das ist ja tatsächlich auch passiert. Die Reichsten in Deutschland sind reicher geworden. Ja, das war also aus Sicht der Bundesregierung, wenn das Ziel war, ein Erfolg. Ja, das stimmt. Unter anderem ist ja tatsächlich, Sie haben die Unternehmenssteuern gesenkt. Körperschaftssteuer wird jetzt bis 2028 da fängt's an, ja, immer weiter sinken. Also davon profitieren natürlich die Unternehmer und die Mittelständler und natürlich die großen Konzerne. Die Armen werden tatsächlich sogar belastet. Jetzt im Kleinen zum Beispiel also Tabaksteuer, Alkoholsteuer soll erhöht werden, die Zuckersteuer soll eingeführt werden. Davon werden natürlich insbesondere ärmere Menschen belastet. Man muss aber trotzdem sagen, dass es richtig ist. In dem Fall wäre inhaltlich ist trotzdem richtig. Das bringt nichts, zu viel Zucker zu essen. Nee, das ist gefährlich. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Ich sage aber, übermäßig werden dadurch die ökonomisch Schwächeren belastet. Dann versucht die Bundesregierung, das Rentenniveau entweder zu senken oder zum Beispiel mit Aktivrente noch zu verwässern. Die Krankenversicherung der allermeisten in dieser Gesellschaft, die gesetzliche, wird jetzt massiv geschwächt. Bei der Pflege soll gespart werden. Die Mieter werden jetzt auch wieder belastet, zum Beispiel mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz, wo quasi auch also quasi fossile Heizungen weiter Standard bleiben und dann werden die... Nee, das ist anders, würde ich sagen. Da ist ja jetzt so, dass sie Kosten Hälfte anfallen sollen. Richtig, aber die 65%-Quote, dass quasi mit erneuerbaren Energie geheizt werden muss, fällt weg. Ja, genau, aber das ist trotzdem für die Vermieter eigentlich relativ unattraktiv, noch auf Kohle und so, auf Öl und Gas zu setzen, weil sie dann auch eben Teile der Kosten tragen müssen. Trotzdem werden auch Mieter jetzt massiv dadurch belastet, dass eben die Umstellung, die der Staat ja quasi auch subventionieren könnte, eben nicht passiert. Dann gibt es Lieferkettengesetz. Das ist ja quasi auch, also da ist ein Kostenfaktor für die Unternehmen gewesen. Das wurde massiv geschwächt. Wir haben zum Beispiel gesehen, die Autoindustrie wird jetzt auch nochmal verteidigt in dem Sinne, dass sie ihre fossilen Motoren weiterführen können. Also das vom Verbrenner aus, wie Hans immer sagen würde, wurde ja beschlossen, wo die Bundesregierung nicht mal sagen kann, was hocheffiziente Verbrenner sind. Also
die soziale Schere, die ökonomische Schere wird immer größer und da sind wir wieder beim Faschismus. Albrecht, einfach historische Erfahrung ist, dass es eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Faschisten stärker werden. Ob sie übernehmen werden, das hoffen wir natürlich alle nicht, ist aber jetzt einfach der Fakt. Und die Rüstungsindustrie wird massiv gestärkt, wovon natürlich auch die Reichen und die Aktien halten. Ja, das darf man aber jetzt nicht so, also die Rüstungsindustrie ist in Deutschland immer noch, ja, die boomt, aber die ist immer noch klein, ja. Das ist jetzt, also nur damit man das in der Perspektive hat. Ja. Vor dem Ukraine-Krieg war es so, wir hatten 45 Millionen Beschäftigte oder Erwerbstätige in Deutschland und davon haben 51.000 Waffen hergestellt. Also das war jetzt ein wirklich ganz kleiner Teil der Volkswirtschaft und das waren auch gar keine echten Industriebetriebe. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn die so klein bleibt. Nee, achso, ja, aber das ist jetzt ein anderer, da muss man dann ganz grundsätzlich darüber reden, wie man sich gegen Russland verteidigen kann. Ja. Das ist, würde ich jetzt nur sagen, ist ein anderes Thema als das generelle Thema, ob die Reichen hier begünstigt werden, wo wir uns ja einig sind. Ich hatte noch mal eine Sache, das wollte ich noch mal ganz kurz, weil da fand ich Ulrike am kritischsten vor einem Jahr, weil wir damals ja gerade festgestellt haben, dass Katharina Reiche neue Bundeswirtschaftsministerin wird. Da hat Ulrike gesagt, Katharina Reiche ist schon eine gute Besetzung. Mhm. Möchtest du deine Einschätzung revidieren? Ja, also das würde ich jetzt heute nicht mehr so sehen. Also wobei ich glaube, ich die Probleme mit Katharina Reiche anders sehe als viele Grüne oder so. Also wo sie eindeutig natürlich völligen Müll produziert hat, aber auch auf Druck natürlich der restlichen CDU, aber vielleicht auch selber aus Überzeugung ist beim Thema Wärmepumpe. Ja, wird sozusagen als Heizungshammer Habecks da diffamiert. Dabei ist das eine extrem effiziente Technik. Man kann mit 1 Kilowattstunde Strom bis zu 5 Kilowattstunden Wärme herstellen und das funktioniert auch in Altbauten, die nicht gedämmt sind. Dann ist der Wirkungsgrad natürlich schlechter, aber es ist immer noch sehr effizient. Und jetzt merkt natürlich der Letzte in Deutschland, dass die Wärmepumpe eine super Alternative ist, jetzt wo Öl und Gas eben teurer werden durch den Krieg im Iran. Und jetzt rudert ja faktisch auch die Bundesregierung zurück. Jetzt haben sie eigentlich ein ähnliches Gesetz wie Habeck, nur dass es ein bisschen anders aussieht. Und das ist natürlich alles total peinlich und war alles immer total falsch. Ansonsten muss man sagen, dass die Energiewende eben im Detail, das hat ja auch schon Habeck festgestellt, sehr schwierig ist. Und das geht um solche Themen wie grüner Wasserstoff ist teuer, man baut Gaskraftwerke, der Strom fließt nicht ab, Balkonkraftwerke sind eigentlich völlig ineffizient, finden die Bürger gut, sind aber ineffizient und so weiter und so fort. Ja. Und wenn man da steuern will, macht man sich in jedem Fall unbeliebt. Da hat sie auch in gewisser Weise zum Teil mein Mitleid. Aber, und jetzt kommt das Aber, das ist eine Position, die auch Konservative haben. Gerade gestern habe ich da mit einer Quelle gesprochen. Das zentrale Problem von Katharina Reich, egal wie man sie findet, ist, dass sie nach außen und nach innen nicht kommunizieren kann. Also intern ist es so, dass jetzt irgendwie das gesamte Ministerium auf Krawall gebürstet ist. Und da sind ja die meisten noch aus CDU- und FDP-Zeiten. Also die sind durchaus konservativ. Aber egal, ob die Leute... sind auch viele gegangen und gegangen worden. Ja, genau. Und egal, ob die Leute aus der Grünen-Zeit, aus der SPD-Zeit sind, aus der CDU-Zeit sind oder aus der FDP-Zeit, alle sind auf Krawall gebürstet. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen, weil sie eben so extrem Controletti-mäßig unterwegs ist. Also sie misstraut, sie kann nicht führen. Und nach außen, immer wenn sie unter Druck kommt, kann sie auch nicht kommunizieren, sondern wirkt unnahbar, unfreundlich und sie lügt. Ja, und deswegen geben ihr also auch CDU-Leute keine große Chance, ja, dass sie bis zum Ende dieser Legislatur in diesem Amt da durchhält. Ja, aber das sagen ja auch einige. Eigentlich macht sie im Sinne derjenigen, die deren Position sie vertritt, ja eigentlich einen guten Job. Ich meine, sie kommt ja aus der fossilen Industrie, sie macht genau die Politik. Ich halte sie für korrupt. Nee, da bin ich ganz bei dir. Das Interessante ist doch, ja, das soll es geben, Thilo. Es ist doch so. Ich stehe gleich auf, wenn wir uns jetzt so einig sind. Das wird ja vielleicht doch nicht passieren. Aber jedenfalls bin ich ganz bei dir.
Und ich glaube, dass sie ob ihrer desaströsen Auftritt, du hast ja völlig recht, ich meine, es ist kein Zufall, dass die Heute-Show sich ein neues Opfer organisiert hat. Da musste sie gar nicht lange gucken, das ist Katharina Reiche. Die geht ja wie eine KI mittlerweile in diese. Das ist ja auch so. Die hat ja, das tut einem ja fast leid. Ich frage mich bloß auch immer, warum solche Leute in die Öffentlichkeit drängen und dann auch noch in einen solchen kommunikationsnotwendigen Job geholt werden. Also da zeigt sich wirklich auch, was Herr Merz meinte, in diesem Land kommunizierbar und vermittelbar ist, in einer so sensiblen Situation. Aber was macht Reiche? Reiche erkennt, übrigens ist ihr Partner, ihr wisst es alle, KT, Ja, klar. KT oder zu Gutenberg, kein Zufall, dass sie das erkennt. Sie erkennt, dass Merz eine riesige Lücke gelassen hat. Und da passiert genau das, was du sagst, Thilo. Diese Lücke in der Situation, 6 Wochen lang Irankrieg. Merz sagt noch, ich will eigentlich, dass nichts passiert. Und Reiche springt in diese Lücke und sagt, in Anführung der eigentlichen Merz-Ultras, ich mache genau das geltend, was doch deine Jungs eigentlich wollen. Klare Kante gegen Lars Klingbeil, ich gebe richtig Kontra und alle jubeln, weil sie weiß, dieser Posten ist bei Merz eigentlich unbesetzt, der viel zu lange nach Sicht seiner Leute Rücksicht auf Klingbeil und die SPD genommen hat. Also das heißt, sie hat ungemein clever sich zum Sprachrohr der Ultras quasi gemacht. Und insofern, du musst dir vorstellen, es war ja eine irre Situation, die FAZ, die ja nun knallhart, ich habe die Sachen ja alle da, die also in der Merz-Unionslinie, der noch versucht, Konzessionen zu machen, voll widerspricht, in allen Bereichen, vor allem Frau Göbel, die Heike Göbel, die neoliberale Speerspitze der Wirtschaft, verteidigt Frau Reiche mit einer Vehemenz, ja, das ist die wahre Union, so muss sie artikulieren. Auf der Nebenseite schreibt in der analytischen Betrachtung der Bericht, eigentlich ist das, was sie gemacht hat, ein Entlassungsgrund. Merz sagt davor zu ihr, ich will das einvernehmlich gelöst haben. Sie geht am nächsten Tag raus und sagt, was Klingbeil macht, ist verfassungswidrig und völlig indiskutabel. Aber das war natürlich eine Machtprobe. Merz konnte sie gar nicht rausschmeißen. Der weiß, dass sie mittlerweile eine erhebliche Truppe hinter sich hat, genau wie Thilo sagt, die quasi die Merz-Jungs sind, die Position von Merz vertreten. Also ich glaube, übrigens auch in den Beurteilungen, ja, heute hat ja die Welt sich die Freude gemacht, natürlich ihre Lieblinge mit 1 zu bewerten. 1 Katharina Reiche. 6, naja, die haben heute die Benotung gemacht der ganzen verschiedenen Politiker. Schulnoten, ne? Und Reiche die 1, klar. Bärbel Baas die 6. Ja klar, weil sie natürlich sagen, die ist die Einzige, die mutig dasteht. Das sagen andere auch. Für die ist das eine Inkarnation der Freiheitslinie, die eigentlich Merz verkörpern sollte. Insofern ist die Taktik von ihr aufgegangen. Und trotzdem Wahnsinn, da bin ich ja ganz bei euch. Also, dass man eine solche, diese Nicht-Kommunikation, Wahnsinn. Aber ja, und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, also weißt du, dass, wenn jetzt so ein Ministerium auf Krawall gebürstet ist, und zwar kompletto, von oben bis unten, und über die Parteigrenzen hinweg, dann ist das natürlich für so einen Politiker extrem gefährlich, weil so ein Ministerium ist ja eine einzige Leckage, nicht? Da werden ständig dann Ressortentwürfe und so nach draußen gepustet, ganz gezielt, um Leute schon wieder gegen Reiche aufzubringen. Also wenn du dein eigenes Ministerium nicht hinter dir hast, ist das, glaube ich, schwer auf Dauer durchzuhalten, selbst wenn die Welt dir dann eine 1 gibt. Was bedeuten die Einschnitte in der Sozialpolitik, die von dieser Regierung gemacht werden? Symbolisch, das Bürgergeld wurde abgeschafft, heißt jetzt Grundsicherung. Es sind verschärfte Maßnahmen gegen Menschen, die angeblich sich der Forderung nach Arbeitsaufnahme und Qualifizierung verweigern. Die ukrainischen Geflüchteten wurden geschwächt. Die ukrainischen Geflüchteten wurden geschwächt. Der Familiennachzug wurde eingeschränkt. Wem kommt das zugute? Es gibt natürlich, glaube ich, auch in der ich will nicht sagen sozial schwächere, aber in der sozialen Schichtung, in Menschen geringerer Einkommensgruppen, es gibt auch da diese Einschätzung, die sind alle nur zu faul zum Arbeiten. Ja. So, da interessiert mich eure Einschätzung, dieser härtere Kurs, für den Schröder ja mal eine Vorlage gegeben hatte mit der Agenda 2010. Wir müssen die jetzt mal hier, die Faulen sollen gefälligst weniger faul sein. Wer profitiert davon? Wem kommt das zugute? Ja, die Leute sollen zu mehr Arbeit gezwungen werden und Jobs, die sie vielleicht gar nicht machen wollen, annehmen müssen. Einerseits, das hat man gerade angesprochen, nicht nur Bürgergeld und so weiter wird abgeschafft, sondern in Grundsicherung überführt. Auch es gab ja eine Nullrunde im Herbst für alle Bürgergeldempfänger und Sozialhilfe. Obwohl Inflation grassiert, das Leben teurer wird. Jetzt wird gerade auch noch darüber diskutiert, ob das Wohngeld
gekürzt wird, wo man ja auch denkt, da könnte man Ulrike mal fragen, eigentlich das Wohngeld geht ja direkt an den Vermieter. Ja, natürlich, Und die genau. Vermieterklasse sollte ja eigentlich sagen, ja, das fassen wir erstmal nicht an. Und dann fängt es ja auch an mit Reiche, um mal auf Reiche zurückzukommen. Es gab ja diesen Clip, das ist der Virazi-Clip, den wir letztes Jahr hatten, wo sie ja und auch die Teile der Bundesregierung und Merz ja auch mal sagt, die Leute sollen mehr arbeiten. Die Deutschen sollen mehr arbeiten. Und dann sitzt sie da in der Pressekonferenz, spricht davon, dass wir zu wenig arbeiten. Und dann habe ich einfach nur eine aktuelle Studie rausgesucht. Und die zeigt, die Deutschen arbeiten so viel wie seit der Wendezeit nicht mehr. Und trotzdem sollen die Leute noch mehr arbeiten. Nein, und ich meine, das ist... Die Leute sollen länger arbeiten, und das ist später in Rente gehen, früher sterben. Die Gesundheitsversorgung wird eingeschränkt, damit sie wahrscheinlich auch wieder früher sterben sollen. Ja, Wem kommt das zugute? Moment, damit der Sozialstaat aus dieser perfiden Sicht entlastet wird, wem kommt das zugute, Hans? Natürlich dann den Reichen Nee, und aber den ich glaube, Arbeitgebern. Politisch. Nicht der Gesellschaft. Politisch. Nee, also ich meine, es ist von der Analyse her, man muss das ja trennen. Wem kommt es politisch zugute und wie ist die Analyse? Die Analyse ist komplett falsch. Der Reichtum in einer Gesellschaft wie in Deutschland kommt nicht dadurch zustande, dass alle Leute mehr arbeiten, Richtig. sondern sie kommt dadurch zustande, dass man in Technik investiert und diese Technik dann effizienter ist als vorher und man mehr Güter produzieren kann. Also das ist ganz, ich meine, das kann man sich doch eigentlich klar machen. Wir alle haben Das ist die kapitalistische Logik. Ja, wir haben 2 Arme, 2 Beine und einen Kopf und wir werden nicht intelligenter. Das heißt, wenn wir reicher sind als meinetwegen die Menschen in Südafrika, dann liegt es nicht daran, dass wir mehr arbeiten oder intelligenter sind, sondern es liegt daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, die mehr Technik hat und damit deswegen mehr Güter produzieren kann pro Arbeitskraft. Das heißt, die Technik macht uns reich, die Investitionen. Und wenn man jetzt eine Politik macht, wie Merz, ja, neoliberal, die also Investitionen eigentlich kaputt macht, weil sich Investitionen nicht lohnen in einer Gesellschaft, wo es keine Nachfrage gibt, weil die Mehrheit eben, das hast du jetzt gerade beschrieben, weniger Geld hat, nicht mehr, dann hat man auch kein Wachstum und dann ist es auch völlig egal, ob die Leute arbeiten oder nicht. Es kommt sowieso kein Wachstum zustande. So, jetzt diese ganze Frage, aber das ist die objektive Analyse. Das ist ja nicht etwas, was sehr viele Menschen in Deutschland wirklich verstehen würden, sondern jetzt ist die Frage sozusagen politischer Diskurs. Und da war ja der Schock für die SPD, glaube ich, festzustellen, dass auch in ihren Reihen und auch bei den Arbeitern genau das, was du beschrieben hast, tatsächlich passiert, nämlich, dass man es gut findet, wenn die Arbeitslosen abgestraft werden. Es ist nicht so, dass es bei den Arbeitnehmern flächendeckend eine Solidarität mit den Arbeitslosen gäbe. Was Quatsch ist. Nicht? Denn wenn die Arbeitslosen nicht richtig abgesichert sind, dann ist man als Arbeitnehmer ja erpressbar. Dann tun die Gewerkschaften alles, damit die Jobs nicht verloren gehen. Dann sind die auch bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen und so weiter und so fort. Eigentlich wäre es im Interesse der Arbeiter für eine gute Arbeitslosenversorgung inklusive Hartz IV zu kämpfen. Aber so ist es nicht. Ja? Das verstehen auch viele Arbeiter nicht, dass sie solidarisch sein müssen mit den Leuten, die ärmer sind, sondern stattdessen wird nach unten getreten. Also jeder ist nur damit beschäftigt, sich nach unten abzugrenzen. Die verstehen auch nicht, also es soll mehr gearbeitet werden. Gleichzeitig wissen wir, die Leute, wenn sie mehr arbeiten müssen, werden schneller krank. Es gibt psychologische Probleme. Das heißt, der Krankheitsstand erhöht sich eigentlich dadurch durch diesen Druck. Gleichzeitig schränkt die Bundesregierung mit den Maßnahmen die psychologische Betreuung in Deutschland ein. Wir bekommen genug Feedback von Psychotherapeuten und so weiter, deren Situation jetzt, obwohl sie den Leuten helfen wollen, verschärft wird durch die mangelnde Gesetzgebung, beziehungsweise schlechte Gesetzgebung der Bundesregierung. Investitionen passieren ja tatsächlich zum Beispiel, Ulrike, in künstliche Intelligenz. Wo die Bundesregierung Unternehmen dabei hilft, KI zu implementieren, natürlich nur unter der Maßgabe, dass dadurch die Arbeitskosten und damit die Arbeitnehmer weggespart werden können. Also diese Art von Investitionen gibt es. Nein, aber das ist jetzt, also man muss jetzt mal sagen, also ich bin sehr kritisch gegenüber der KI, die ist völlig überschätzt, ja, da gibt's nichts, da ist nichts mit Superintelligenz. Sondern, aber nee, das muss einem klar sein, ja, das, was da Altman immer erzählt von seiner ChatGPT-Superintelligenz, das ist alles Unsinn. Aber natürlich kann man durch künstliche Intelligenz, wenn man sie richtig einsetzt, Produktivitätsgewinne haben, wie bei jeder Technik. Ich glaube, wir sind alle dafür, dass uns Technik helfen soll. Ja, genau. Dass sie uns weiterhelfen soll, Ja, an genau. unserer Seite sein soll. Ja, natürlich, aber das ist... Aber ich sehe da, dass
Die Arbeit ersetzt die Arbeitskosten und die Menschen ersetzt werden. Ich meine, weißt du, das ist die Debatte, die Massenentlassung haben wir überall schon angefangen. Nein, aber diese Debatte ist so alt wie der Kapitalismus, als man mechanische Webstühle eingeführt hat. War ja klar, die Handweber werden überflüssig. Ja. Schon damals gab es Proteste. Und jetzt findet das wieder statt, weil jetzt auch Anwälte überflüssig werden zum Teil. Der Kapitalismus endet doch hast du gesagt. Ja, hat doch jemand ein Buch geschrieben. Ja, aber ist es doch, ich bin ja schon wieder ganz... Nein, lass mal Ulrike kurz ausreden. Naja, jedenfalls, das ist ganz normal. Also auch das, was ich sagen will, ist, KI ist ganz normaler technischer Fortschritt. Alles, was darüber hinaus erzählt wird, ist Quatsch. Und dieser technische Fortschritt ist eigentlich gut, weil wir dadurch alle reicher werden. Dadurch wird mehr Wachstum möglich. Also das ist jetzt die kapitalistische Logik, ja. Wenn man jetzt nicht auf solche fundamentalen Probleme kommt wie Klimawandel. Aber sonst ist das jetzt kein Hexenwerk, sondern, weißt du, die Produktivität im Kapitalismus, wir haben das System seit 1760, wächst jedes Jahr um 1,5% ungefähr. Bitte. Und die KI ist sozusagen Teil dieses Produktivitätswachstums. Aber ganz normal ist daran an der KI nichts. Nein, und ich würde auch noch mal viel radikaler sagen. Ich glaube, das ist wirklich nochmal was anderes. Jetzt ist endlich mal Albrecht dran. Danke. Ja, und vor allem sind die sich endlich mal einig. Ja, das sollten wir auch feiern. Ich würde sowieso sagen, in der Innenpolitik, um es deutlich zu sagen, glaube ich, in der Verteilungsfrage, und da komme ich gleich drauf, sind wir uns in vielen Punkten sehr viel mehr einig. Aber ich würde es ganz anders sehen, Ulrike. Ich glaube, die KI ist ein ungeheurer Quantensprung in noch gar nicht überschaubarer Art und Weise. Und so lax wie du es tust, zu sagen, das ist nicht zum Teil besorgniserregend, das ist was Normales, im Gegenteil. Ich habe sogar, also ich bin nun weit davon entfernt, der ich nun ein Nichts bin von Digital Native. Aber von dem, wie mittlerweile KIs miteinander kommunizieren können und dergleichen und sofort die dollsten Sachen aushacken, das ist ja bekanntermaßen so, ist mir diese technische Entwicklung in ihren Optionen suspekt, übrigens auch für uns natürlich. Ich meine, ich will gar nicht aufs Ökologische eingehen. Der Wahnsinn, der sich für mich und für uns alle doch einstellte, als wir plötzlich feststellten, wir geben in der Google-Leiste ein Wort ein oder eine Frage und plötzlich kommt in Sekundenschnelle ein Ausstoß raus. Das ist auch journalistisch natürlich ein Wahnsinn. Ich bediene das nicht bisher, aber du glaubst, wir wissen ja alles, das wird revolutionieren. Jetzt kommt der von dir richtig gebrachte Punkt. Ich sehe es ja ähnlich. Grundsätzlich ist das ein Quantensprung in Produktivität und damit in Ersetzbarkeit von Jobs, aber auch Schaffung von Mehrwert. Nur war der Witz der industriellen Revolution zunächst einmal die absolute Pauperisierung der Arbeit der bäuerlichen Klasse. Und das war die Konsequenz. Und erst im Zuge einer Entstehung einer neuen, industrielleren Schicht, Proletarierschicht, die hart um ihre Beteiligung an dem Mehrwert kämpfen musste, ist aus dieser Pauperisierung der Bauern dann so etwas erwachsen wie Beteiligung an eben diesem sozialen Wohlfahrtsmodell, was wir heute haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und den spricht Thilo zu Recht an. Was machen denn die Leute? Ja, muss ja kommen. Dafür sind wir ja hier. Was machen die Leute, und das ist ein Riesenproblem, die weder in Ausbildungshinsicht die Voraussetzungen haben, weil wir damit Probleme haben, die hier riesig sind in diesem Lande. Hat auch was mit Migration zu tun. Sprachschwierigkeiten in der Grundschule, aber auch mit deutschen Verwahrlosungstendenzen, weil sie von vornherein von ihren Eltern vielleicht nicht vor die KI, aber vor das komische Ding da gesetzt werden. Was machst du mit Leuten, die von der KI überflüssig gebracht werden und die überhaupt keine Verwendung mehr in mehrwertschaffenden Jobs überhaupt haben? Weil sie gar nichts von dem leisten, abgesehen davon, dass sie vielleicht irgendwie noch Wände streichen können und sonst was. Oh, es sei denn, wir machen unfassbare Anstrengungen, um diese Menschen auf ein Level zu bringen, was diese Tätigkeiten, die es davor noch in großer Zahl, ob an den Schaltern oder sowas oder auch in den Fabriken gegeben hat, es ermöglicht. Das sind schon Fragen, die dann ganz harte, muss man formulieren, zumindest Verteilungsfragen aufwerfen. Wenn man nämlich nicht diese Gewinne dann, die KI erzeugt und die Milliardäre, das ist ja wirklich, sind ja Fragen, da kann man auch sagen, ist es ein Glück, dass die Linkspartei aus der Opposition, siehst du, Mattino, wie weit ich da gehe, die Linkspartei artikuliert grundsätzliche Verteilungsfragen bei den Milliardengewinnen, die ja hinterfragbar sind. Aber wenn das nicht vonstatten geht, dann werden wir eine Akkumulation von ungeheurem Reichtum erleben bei gleichzeitiger Arbeitslosigkeit von erheblichen Schichten. Letzter Punkt, Informatiker, die noch vor kurzem als eine Berufssache gesucht worden bis dort hinaus, haben mittlerweile zum Teil Schwierigkeiten. Und auch in der Ökonomie. Das heißt also, es sind ganze Branchen in Aufruhr. Das die sogenannten Zukunftsbranchen, also guck mal in Silicon Valley, da werden gerade tausende Leute entlassen. Von Facebook, von den großen Konzernen bis die kleinen und so weiter und so fort, wegen KI-Einsparung. Was da teilweise von stimmt, wissen wir gar nicht. Die tun nur so, ja, haben wir jetzt ersetzt und so weiter, oder sie nutzen jetzt die Situation aus. Ich bin aber vollkommen bei Albrecht.
Ich glaube, Nein, aber das Hans soll das ähnlich sein. Wir sollten die Maschinen besteuern und wir müssen die KI vergesellschaften. Wir müssen das kollektivieren. Weil diese LLMs, das sind LLMs, also künstliche Intelligenz ist immer einfach nur ein Marketingbegriff, aber diese Large Language Modelle, die bauen auf dem gesammelten Wissen der letzten Zehntausende Jahre an der Menschheit auf. Und sie beuten das aus und reklamieren das für sich, obwohl das niemandem gehören darf. Das ist quasi also wofür ich unbedingt bin. Und das wird privatisiert. Quasi das Wissen der Menschheit wird angeeignet und privatisiert. Ja, also wofür ich bin, ist eine rigide Kontrolle der KI, also auch sowas wie Deepfakes und was man da so alles hat. Das muss alles kontrolliert und reguliert werden. Das geht nur kollektiv. Das geht nur, wenn wir es vergesellschaften. Ja, aber man sollte jetzt nicht denken, dass die Large Language Models der letzte Schrei sind. Ja? Eben darum, die werden jetzt auch schon, die sind ineffektiv, die kosten viel zu viel Energie, viel zu viel Wasser, viel zu viel Rechenkraft. Man ist auf der Suche nach effizienteren Modellen, man ist auf der Suche nach Modellen, wie man Large Language Models mit der symbolischen Logik kombinieren kann. Also das ist, die KI hat viel mehr Probleme, als das nach außen vielleicht scheint. Das sage ich als jemand, der KI benutzt. Ein Kumpel hat mir gestern gesagt, China hilft. Weil China ist ja quasi gebeutelt dadurch durch die US-Sanktionen. Also die dürfen ja manche Chips gar nicht benutzen für ihre KI-Entwicklung. Und sie sind jetzt trotzdem fast schon auf einem Niveau mit den amerikanischen. Ja, steht in meinem Buch. Siehst du? Ja. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ja. Also, aber wie gesagt, das ist auch in der Entwicklung und im Augenblick haben wir so eine Art KI-Hype an den Börsen. Das heißt nicht, dass KI verschwinden wird, aber das ist alles im Augenblick auch überbewertet. Und und wie gesagt, das muss man alles ernst nehmen und man muss es regulieren. Ja. Aber man sollte jetzt auch nicht so tun, als wäre es das völlig Neue. Also es gibt ja Leute, die schreiben dann auch munter, ja, KI ist wichtiger als die industrielle Revolution. Da kann ich nur sagen, nein, die industrielle Revolution war deswegen wichtig, weil es der völlig neue Durchbruch vom Einsatz von Technik ist. Also industrielle Revolution ist, ich benutze Technik, das heißt, ich benutze Energie, um Waren herzustellen. Das war ein wirklich fundamental neuer Zugang, der natürlich dann auch Wohlstand und alles Mögliche erzeugt hat. Und die KI ist nicht die vierte Revolution, sondern sie ist ein Teil dieser Industrialisierung, also die wir schon haben. wenn man industrielle Revolution als Prozess versteht. Ja, genau. Sehr schön. Und nicht als Prozess, der sich in unterschiedlichen Formen auch realisiert. Nicht? Es ist Dann natürlich ist es ein nur ein Unterschied, Baustein. ob ich den Handwebstuhl durch den mechanischen ersetze oder ob ich die händische Motorenproduktion durch das Fließband ersetze. Das ist alles ein Teil des Prozesses. Es ist ein Teil des Prozesses. Jetzt ist der neueste Stein, heißt so, KI. Und die Frage, die sich... So denken wird. Ja, Nein, die KI denkt überhaupt nicht. Aber so verkaufen sie es. Die macht Mimikry. Also das ist ganz wichtig. Da ist nichts mit Intelligenz, da ist auch nichts mit Superintelligenz, sondern das aber ist das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten Also auf der kann ich Basis Hans jetzt von nicht ersetzen. von Trainingsdaten. Also und dass diese Trainingsdaten zur Verfügung stehen, liegt nur daran, dass es jetzt das Internet gibt. Ja. Ohne Internet hätte man diese ganzen Trainingsdaten Sie eignen sich die teilweise illegal an. Ja, oder wir lassen sie. Und da machen Leute WhatsApp die Frage, und das ist schon ein Trainingsdatum. Die Frage ist eben, und das kann man auch an vorherigen Phasen dieses revolutionären Prozesses sehen, wenn das, was neu geschaffen wird als Möglichkeit, als Tool, als Hilfsmittel, wenn das auf einmal gewisse bisher existierende Arbeitsnotwendigkeiten, auch der menschlichen Intelligenz, ersetzt, was passiert, was bedeutet das? Ist das kann das kompensiert werden? Ich nehme mal ein plattes Beispiel. Also Menschen meiner Generation haben, wenn sie in einer fremden Umgebung oder Großstadt unterwegs war, dann hatte man seinen Stadtplan, gerne den Parkplan, und man wusste, wie man den zu lesen hatte und hat dann irgendwann Straßen gefunden. Manchmal war es mühsam. Spätestens seit Navisystemen braucht das keine Sau mehr. Und diese Fähigkeit ist, glaube ich, auch, und es wäre ja auch fast Unsinn, wenn junge Menschen jetzt sagen würden, ich lerne mal, wie man einen Stadtplan liest. Geht damit durch diesen Ersatz, wenn Hilfsmittel, Tools bisherige menschliche Tätigkeit überflüssig machen, geht damit zwangsläufig ein
Verlust einher. Das wäre sozusagen eine Gefahr, die man sehen könnte, wenn man sagen könnte, ja, KI macht dann mehr und mehr bis dahin genuin menschliche Tätigkeiten und auch, das ist ja auch geistiges Training, überflüssig. Oder werden dadurch sozusagen Kapazitäten frei, die man ganz anders kreativ nutzen kann. Das kann man doch mit Ulrikes Punkt verbinden. Ich meine, ich bin für eine Technologie, die uns weniger arbeiten lassen muss. Also das ist ja auch das, was in den 70ern passiert ist, glaube ich, stand ja in deinem Buch auch. Wir wurden anhand der Technik und Technologie immer produktiver. Nur haben wir dadurch nie weniger gearbeitet, sondern wir mussten trotzdem immer weiterarbeiten, haben ja auch von den Produktivitätsgewinnen nichts gehabt. Ich bin für Technologieeinsatz, der uns alle weniger arbeiten lässt. Der Produktivitätsgewinn nur mal als Punkt, Guido, das ist ja nicht richtig. Der Produktivitätsgewinn der alten bundesrepublikanischen Gesellschaft bestand darin, dass du für eine Stunde eine Butter sukzessive seit den 50er Jahren Bruchteile an Arbeitszeit dessen aufbringen musstest, was du in den 50er Jahren aufbrachst. Es ist eine ungeheure Produktivität, die auch in Umverteilung dem normalen Arbeiter, der Arbeiterin zugute gekommen ist. Das ist der eigentliche Witz. Und der Kapitalismus lebte auch davon, weil er ständig, das könnte die Ulrike noch besser erklären, einen Mehrwert erzeugen musste, um gewissermaßen bei steigender Produktivität die Leute, die Arbeiter wieder in Arbeit zu halten. Also wir haben ein Stück weit auch produziert und immer wieder neue Innovationen gebraucht, damit die Arbeit wieder hergestellt wurde, um den Kapitalismus am Laufen zu halten. Aber er hat durchaus, also guckt euch das doch an, ja, bis in die letzte Raffinesse, und heute ist es noch so, wie heißen die neuen Fahrräder, die es jetzt alles, Scraddle-Bikes oder was weiß ich, es ist doch permanent was nichts. ist das denn? Ja, so irgendein neues Bike, das da jetzt auf den Markt geschmissen wird. Egal, aber es werden ständig neue Produkte erzeugt, und das, was früher mal die Basis war, ist für den besser verdienen. Ich sag's bewusst, die Kluft ist riesig, da hast du völlig recht. Die Armen können sich kaum mehr die normalen Lebensmittel leisten, müssen gerade übrigens auch wegen der Inflation jetzt zur Tafel gehen, die auch langsam immer überlaufender sind. Aber die normal oder gar besser verdienenden sind in ganz andere Etagen des Konsums geraten. Das ist schon der Produktivität geschuldet. Und um nicht so einstimmig zu sein, will ich eins sagen. Marcel Fratscher. Ja, wir müssen ja wieder ein bisschen das Selbst, wir sind alle so einig. Marcel Fratscher, den von uns doch, glaube ich, nicht für einen rechten, reaktionären Ökonomen gehalten wird. Sagt unumwunden. Aber weniger auch nicht. Ja. Nein, nimm ihn halt als einen braven Sozialdemokraten, wie du ihn nehmen willst. Aber er ist jedenfalls einer, der klipp und klar sagt, er sagt es ausdrücklich, wir werden bis 70 aller Voraussicht nach arbeiten müssen, aufgrund einer Tatsache. Wir haben einen enormen Ausstieg in demografischer Hinsicht. Wir werden die Boomer in Zukunft in Rente, die wir, lieber Hans ist ja längst dabei, du bist ja immer noch redlich dabei, so großartig, aber wir beide sind ja irgendwann auch dran im nächsten Jahrzehnt. Du hast noch lange Zeit, Guido, aber das heißt, dieser Verlust an realer Arbeitskraft bei gleichzeitigem Produktivitätsverlust, was mich noch hinzukommt, die Verbrenner, die uns ja nicht unerheblich reich gemacht haben, das weißt du auch wieder, nicht unwesentlich, waren mit hoher Produktivität. Die ganzen, diese Gesellschaft, deren Teil du jetzt auch zum Glück für uns alle seit gut 38 Jahren sein darfst. Ich habe nur Probleme, wenn von uns und Wohlstand und so weiter, wir haben nur ganz wenige, die reich sind, die wirklich Wohlstand haben. Nein, das ist leider nicht so. Ich meine, das ist auch der Auf Erfolg. Auf unserem Rücken wurden sie reich. Das ist der Wohlstand. Naja, ich meine, wenn du da, ich weiß ja nicht, wir haben jetzt du bist ja Unternehmer. Ich sag nur jedenfalls, auf wessen Rücken? Wir müssen gleich wieder die Diskussion anzetteln, Ulrike, wir beiden hier, wir Pauperisierten in dieser Runde. Nein, aber ich will damit sagen, ist doch wahr. Aber ich will nur sagen, das hat, lieber Tito, lange Zeit in der ganzen alten Bundesrepublik als eine Umverteilung, nennen Sie meinetwegen, und sie war übrigens früher gerechter, ich will es deutlich sagen. Früher war eben der Abstand nicht so gewaltig, da bin ich bei dir. Ja. Aber es war eine Umverteilung, die zugunsten auch derer ging, die was davon hatten, dass die Produktivität wächst. Diese E-Autos beispielsweise haben ein Riesenproblem, abgesehen davon, dass sie mittlerweile von den Chinesen viel besser produziert werden und wir sie gar nicht mehr hinkriegen, dass sie nicht so hohe Produktivitätsvorleistung haben. Die ganzen Zulieferer fallen alle weg, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, alles, was uns lange oder die arbeitende Schicht, einige sehr reich, bin ja bei dir, aber viele am Reichtum hat teilhaben lassen, beispielsweise durch grandiose Vertragsverhandlungen der Gewerkschaften, das war der Korporatismus, die ziemlich gute Löhne für ihre Angestellten, das ist ein Stück weit Geschichte. Und damit taucht die Frage auf, die du stellst. Wie kriegen wir aus einer großen Schicht von Leuten, die möglicherweise eben gar nicht in Arbeit zu bringen sind? Man könnte ja sagen, da bin ich schon bei dir. Absolut gedacht könnte man sagen, wir haben 3 Millionen Arbeitslose. Oder 3 Millionen Bürgergeld jetzt, wie heißt das so schön, Grundsicherungsempfänger. Da sind viele dabei, das war übrigens aber alle Ukrainerinnen, viele Ukrainer und die Hälfte davon, und das ist natürlich die Kampfansage der AfD und das, was böses Blut natürlich macht, die Hälfte aus Migrantinnen und Migranten wohl. Aber die Grundfrage ist natürlich die, man könnte mit Ulrike jetzt sagen, bring's mal auf den Punkt, den entscheidenden Punkt, man könnte mit dir sagen, die erzeugen ja, so ist ja deine These, die erzeugen keinen Mehrwert.
weil die gar keine hochwertigen Tätigkeiten ausüben können. Ne? Die sind nicht in der Lage, wahrscheinlich sind weitgehend, weil sie kaputt sind, weil sie sozial. So, dann würden sie ja keine Arbeitsleistung. Ne? Nein, das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, der Wohlstand kommt gar nicht durch Arbeit, sondern durch Technik. Naja. Das ist mein Punkt. Und also das kann man, ich meine, es gibt ein schönes Beispiel von einem südkoreanischen Ökonom, der lange Zeit in Cambridge war und auch Bücher über den Kapitalismus geschrieben hat, Ha-Yoon Chang. Und weil Südkorea ja erst kürzlich reich wurde und lange arm war, hat er ja noch das arme Südkorea erlebt und deswegen auch sich sehr stark mit dieser Differenz zwischen armen und reichen Staaten und so beschäftigt. Und dann hat er ein sehr schönes Beispiel, nämlich Busfahrer. Der Busfahrer Sven in Schweden verdient im Jahr umgerechnet 70.000 €. Fährt in seinem Bus 50 Leute rum. Der gleiche Busfahrer in Indien fährt auch 50 Leute rum, ja, auch in einem Bus. Und der verdient aber im Monat nur 200 €. Und obwohl die Leute genau die gleiche Tätigkeit machen, sie fahren Bus, verdient der in Schweden 100, 200 Mal mehr als der in Indien. warum? Und das liegt nicht daran, dass sie unterschiedlich intelligent werden, sie sind gleich intelligent. Nein, das liegt daran, dass Schweden eine produktive Volkswirtschaft ist, natürlich. dank ihrer Technik. Ja, das ist ja und gut, dass die aber- Leute ja. das nicht Ja. kapieren. Trotzdem, wie ich sag's doch, wichtig, und da sieht man, denn dieses Beispiel zeigt erneut, wie wichtig Investitionen sind. Und wenn ein Land wie Deutschland eine Investitionsquote hat, die zu niedrig ist, und zwar aus zwei Gründen. Der Staat hat zu wenig Geld, weil die Reichen keine Steuern zahlen und die privaten Investitionen kommen auch nicht in Gang, obwohl die Reichen ganz viel Geld haben, weil sich das nicht lohnt, weil die Nachfrage fehlt. Ich investiere doch nicht als Unternehmer, weil ich an und für sich schon mal investieren will, sondern ich investiere in dem Moment, wo ich denke, ich kann diese Produkte absetzen. Ich mache einen Gewinn. Aber wenn die Nachfrage fehlt, weil die Leute weniger Grundsicherung haben, weil die Löhne nicht steigen, weil sonst was ist, dann wird auch nicht investiert. So ist es ganz schlicht. Das heißt, man muss als Regierung, und das ist ja Merz, ich will ja Reichtum, ich will Wachstum, musst du dich immer fragen, wann wird investiert? Und Das tun sie ja. Das Sie haben aber die wollen falsche das. Antwort. Die Antwort ist, die Investitionen steigen, wenn die Steuern sinken. Nein, denn das hat ja schon Warren Buffett, der Investitionsguru, immer wieder geschrieben, dass die Steuern nachrangig sind. Denn die Steuern fallen ja auf Gewinn an. Wichtig ist, dass es einen Gewinn gibt. Und diesen Gewinn gibt es aber nur, wenn es Nachfrage gibt. Da ist was so, dran, ja. Und das hat Warren Buffett als Milliardär hat immer gesagt, ich will mehr Steuern zahlen. Ja, Weil ich war das auch, ist der ist der Einzige in dieser ganzen Riege gewesen, der überhaupt kapiert hat, wie eine Volkswirtschaft funktioniert. Das eine ist höhere Besteuerung an sich, das andere ist tatsächlich eine Umverteilung, auch Vermögen. Ja, das ist ja automatisch eine Umverteilung, weil wenn die dann wegnehmen. Steuern zahlen, dann hat der Staat auch Geld, um zu investieren. Ja, dann können auch die Löhne steigen und so weiter und so fort. So, aber das jedenfalls muss man aber auch als Linker verstehen, dass es das Reichtum durch Technik kommt und dass es um Investitionen geht, Ja, damit man an der richtigen bin ich Stelle ja bei dir. und hohe Ja, Löhne bin und ich so ja bei dir. weiter. Nur- Aber, Im heutigen kapitalistischen System, was aber bald endet, wo wir uns ja hoffentlich, Ja, genau, aber hoffentlich das- einig sind und dann eine Welt schaffen können, die jetzt schon möglich ist, weil wir ja, wenn wir uns auf die Tatsachen beruhen, wir könnten alle auf dieser Welt schon im Überfluss leben, wenn wir einfach alle Sachen anders verteilen und anders produzieren würden. Naja, ich will das trotzdem, ja, das ist ja eine schöne Du Hoffnung. brauchst Ja, es. aber ich will nur eine Sache Ja, mal eine dazu sagen. Notwendigkeit. Ich mache das sehr mit. entscheidende Punkt kommt jetzt. Ich war überrascht, wie wirklich absolut, ich habe es heute bei Clemens Fuß erlebt, der eine Diskussion war, in der ich dann auch war, wie absolut dieses Gegeneinander gestellt wird, was du beschreibst, Ulrike. Entweder Wachstum oder Umverteilung. Das ist so apodiktisch in einer gewissen oder in einer wirtschaftlichen Sicht eingeschrieben und auch in Teilen natürlich der Union vorhanden. Das ist genau der Streit um die Frage, wir dürfen den Reichen, Begriff wird ja sofort als Kampfbegriff natürlich auch gedisst, obwohl es natürlich ungeheure Reichtumsvermögen gibt. Das ist ja, und das wird also quasi schon immer als Neiddebatte, Klassenkampf, ein Wahnsinn, weil man muss einfach eingestehen, es gibt unfassbare Vermögen. Übrigens auch eine Frage, die das Verfassungsgericht in Sachen Erbschaftssteuer dieses Jahr auch beantworten wird. Nicht? Ich erwarte nur darauf, dass das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wie Vermögen in diesem Lande entweder am Ende besteuert werden, eben auch nicht, die allergrößten nicht besteuert werden. Aber das war bemerkenswert, dass Fuß in einer absoluten Apodiktik sagte, wir müssen uns hier entscheiden. Entweder geht es um Wachstum oder es geht um Umverteilung. Dass eben der Charakter der Umverteilung eben tatsächlich eine entscheidende Rolle spielt, bin ich ganz bei dir. Nur, du sagst das so mit Schweden. Es muss natürlich aber eben diese hochproduktiven Bereiche geben.
Ja, genau. Und die große Frage, und da bin ich bin da tatsächlich skeptisch. Ich meine, momentan ist zum Teil die Wirtschaft in dem Punkt sogar wieder, habe ich den Eindruck, optimistischer. Manchmal kommen die Ansagen, das Ausland investiert wieder mehr in Deutschland. Das sind ja Dinge, wo man sich freuen kann. Trotzdem muss ich sagen, habe ich Zweifel daran, dass dieser Sprung, den wir mal machen konnten, ob der Industrialisierung, die bei uns stattfand, mit eben der Automobilrevolution, dass das vor dem Hintergrund der Massen, die in Indien, die in China produktiv sind und in den USA sowieso, dass wir in der Hinsicht nochmal diesen Innovationsschub und Sprung schaffen können. Da habe ich einfach Zweifel, ob das gelingen kann. Weil ohne dass das gelingt, kannst du danach auch schlecht. Aber das musst du ja haben, sonst kommst du ja nicht voran. Also ich glaube, man muss jetzt da verschiedene Themen auseinanderhalten. Also die Angst, dass man arm wird, wenn andere reich werden. Ja? Diese Angst steht schon bei Adam Smith. Also damals... Das war nicht mein Thema. Ja, das ist, können wir noch mal den Innovationssprung schaffen, wenn die Chinesen... Naja, das ist doch nicht, nein, genau diese Sorge hatte man schon im 18. Jahrhundert. Ja, England war die führende Industrienation auf ganz niedrigem Niveau aus unserer Sicht, aber sie waren führend. Und damals ging schon die Diskussion in England los. Ja, was ist denn, wenn die Franzosen auch die Technik haben, die wir haben? Werden wir dann ärmer? Nein, das Ergebnis war, alle wurden reicher. Und das hat schon Adam Smith richtig dargestellt im 18. Jahrhundert. Er hat nämlich gesagt, ja, wir als Exportnation können ja nicht exportieren, wenn alle anderen, ich nehme da seine Worte, nur Barbaren sind. Also man wird gemeinsam reicher. Und natürlich werden wir diesen Innovationssprung auch schaffen und wir können sogar Vorteile haben. Denn zum Beispiel, wenn man jetzt meine These teilt, dass die KI im Augenblick auf dem Holzweg ist, dann können wir dankbar sein, dass das alles im Silicon Valley finanziert wird, dass die dann auch die Verluste haben und wir starten dann mit dem Modell, das Erfolg hat. Ja, das ist das ist gar nicht unbedingt schlimm, dass man jetzt nicht ganz vorne bei den Large Language Models ist, wenn das nämlich sich als in großen Teilen Sackgasse herausstellt. Das ist übrigens auch genau die Ansicht der deutschen Industrie. Ja, die macht KI, aber sie macht sie als Industrieanwendung, nicht als Large Language Model, weil es Schwierigkeiten da gibt und es alles so teuer ist. Soll doch dann Sam Altman seine Billionen verbrennen. Ein ganz anderes Thema und wirklich eine Frage ist China. Ganz kurz zu KI. Hast du nicht die Angst, wenn diese Bubble jetzt platzt, dass das die gesamte Weltwirtschaft in Abgrund zieht? Also das Gute ist, um es sozusagen zynisch zu formulieren, dass es nur, in Anführungsstrichen, eine Aktienblase wäre. Also die eigentlich großen Finanzkrisen sind immer Immobilienkrisen. Also deswegen war auch 2008 so ein Problem, das war eine Immobilienkrise. Dass eine Aktienkrise nicht so schlimm ist wie eine Immobilienkrise, liegt einfach daran, dass die Aktien keinen so großen Teil des Volksvermögens ausmachen. Also wenn man sich das anguckt, ja, bei den Immobilien, von der Mietwohnung bis zum Fabrikgebäude, dann machen Immobilien 50-60% des Volksvermögens aus. Und wenn da eine Krise reinhaut, ja, man hat dann irgendwie Häuser gebaut, die keiner bezahlen kann, es gibt Leerstände und so weiter, die Preise fallen flächendeckend über die gesamte Immobilienbranche, dann hat man eine echte Krise und das kann Jahre und zum Teil Jahrzehnte dauern, bis man sich da wieder rausgearbeitet hat. Während ein Aktiencrash ist auch schlimm, aber wenn man den richtig managt, ja, also Konjunkturprogramm macht und so, dann hat man das auch schnell überstanden. Was ich jetzt denken würde ist, wir haben ja jetzt diesen Iran-Krieg, der wird auch nicht so schnell enden und je länger der dauert, ist klar, desto stärker werden auch die Ölpreise steigen und desto länger wird es auch dauern, bis sie sich wieder normalisieren. Und steigende Ölpreise heißt natürlich schwächeres Wachstum und das heißt dann aus meiner Sicht, dass die Aktienblasen platzen werden und vorneweg die KI-Blase. Also wenn der Iran-Krieg nicht bald endet, kommt es, würde ich sagen, zu einer Kurskorrektur bei den KI-Aktien. Und, aber das wäre jetzt alles sehr interessant, aber das ist noch nicht das Ende der Menschheit. Ja. Nee, und deswegen ich möchte jetzt gern zum Anlass dieser Sendung nochmal kommen. Gut, dass wir dich haben. Ja, sozusagen ein Jahr dieser sogenannten GroKo. So doll ist die Erfolgsbilanz nicht, wie wir in unterschiedlicher Weise festgestellt haben. Viel von dem, was angekündigt worden war, wurde nicht oder sozusagen sozial sehr lastig umgesetzt, wenn überhaupt. Wie geht das jetzt weiter? Eine These, wo wir uns vor einem Jahr eine hohe Schnittmenge hatten, ist, wenn diese Regierung nicht irgendwie liefert, dann wird das vermutlich
einzahlen und den Neofaschisten, Rechtskonservativen, wie immer man das nennen will, der AfD als Partei zugutekommen. Aus Gründen, die du, Ulrike, auch benannt hast. So, wie ist die Situation? Hallo Albrecht. Unprofessionell, Albrecht. Ja, ich weiß. Das passiert sonst nur in der Bundespresse. Ja. Scheiße. Also, Entschuldigt. wir sind kein halbes Jahr mehr Hast du ein von eigenes Video gerade abgespielt? wichtigen Landtagswahlen Das ist mir zugespielt. entfernt. Also wir haben 2 Landtagswahlen hinter uns und wir haben Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt vor uns. Berlin. Und Berlin. Herr Berliner. Ja, aber die politisch sozusagen brisanteren, glaube ich, sind die Flächenländer. Was passiert oder worauf steuert das eurer Einschätzung von heute ausgehend eigentlich zu? Und was passiert, wenn wir dann auf einmal Wahlergebnisse haben, die Regieren ohne AfD eigentlich nicht mehr möglich machen? Das ist ja keine unrealistische Perspektive. Naja, noch ist die Option, dass man Gegenregierung macht. Und ich nehme an, das wird nach Sachsen-Anhalt weiter möglich sein, weil ich nicht sehe, dass sie eine absolute Mehrheit kriegen. Dann wäre es eine echte, völlig neue Situation. Da könnte man auch lange drüber reden. Ich finde, deswegen schließt unsere Debatte davor wahnsinnig daran an. Und du hast den entscheidenden Punkt, wenn ich es mal wieder so sagen darf, vorhin genannt. Mit dem einen Satz, die können es nicht. Die Hoffnung der Regierung Merz bestand ja darin, und wieder eine völlig falsche Hoffnung, weil sie schon im Wahlkampf den gleichen Fehler gemacht haben. Wenn wir erstmal das Kardinalthema der AfD beseitigt haben, Migration runtergefahren haben, dann werden die uns wieder zulaufen. Nichts davon ist passiert. Im Wahlkampf haben sie die Wähler der AfD zugetrieben. Mit Merz haben die AfD quasi von beiden Seiten, das Versagen der Ampel, wie auch das Versagen von Merz im Wahlkampf, zu den 20% gebracht, die sie jetzt hat. Und jetzt ist der Umstand, dass die Werte ja runter sind, die Migrationswerte. Überhaupt keine Veranlassung für die ganzen AfD-Wähler zurückzukehren. Nichts dergleichen. Und für mich stellt sich die entscheidende Frage an dem Punkt. Ich glaube, es kommt schon sehr darauf an, weil wir in der Bundesrepublik kein anderes Modell bisher haben. Menschen bei einer schrumpfenden Wirtschaft, die wir uns vielleicht sogar aus ökologischen Gründen manchmal erhoffen müssen. Du hast ja dein Nein, aber Thema. das ist ja ein anderes Thema. Das ist überhaupt kein anderes Okay. Thema. Ich sag dir, du bist ja sofort der Meinung, ich sage dir, das ist überhaupt kein anderes Thema. Wenn es der Regierung nicht gelingt, eine Antwort auf die Frage, die bisher immer die Voraussetzung war für Erfolg einer Regierung, dass sie was zu verteilen hatte. Das war ja auch Tilos These. Dann wird die Verelendung weitergehen, dann werden die Leute weiter dahin laufen und dann ist die Grundlage für die sogenannte Faschisierung geschaffen. Das ist eine These, die ich gar nicht nur an der Verelendung festmachen würde, denn dieses Land ist schon mittlerweile mit ziemlich viel Elend ausgekommen. Aber die Grundfrage, die erstmal nur über Wohl und Wehe dieser Regierung entscheidet, ist tatsächlich die Frage, weil diese keine andere Antwort hat, ob sie das wieder in Gang bringt. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Turn, den sie schaffen muss, und da bin ich keineswegs so optimistisch wie du. Nenn mir mal eine der Innovationen der letzten Jahrzehnte, die von Deutschland ausgegangen sind. Wir haben momentan eher, dass die Welt uns andere Sachen abnimmt. Impfstoffe. So, genau, BioNTech hat gerade 3 große Firmen geschlossen als konkretes Beispiel. Und der eine Konzern klagt, weil er sagt, die haben nichts anderes gemacht, als die Konkurrenz auszuschalten. Also Du wolltest gerade Innovation haben. so, das ist eine Innovation auf dem Feld, eine kleine Innovation, die kurzzeitig verpufft. Wir haben jetzt schon kein Thema mehr, weil das Thema raus ist. Wir forschen so an Krebs. Also, Nee, das haben sie auch vorher gemacht. ja, aber aber da haben sie die Wunderwaffe offensichtlich nicht gefunden. Sie haben jetzt jedenfalls zu schließen. Damit will ich sagen, wenn die Wirtschaft nicht anspringt, dann sehe ich bei unserer Regierung momentan keine andere, die Bevölkerung kalmierende oder beruhigende Weise, wie sie die Zustimmung erzielen. Und dann werden wir in den nächsten Monaten, Jahren noch mehr Abstieg dieser Regierung haben. Und dann gibt es irgendwann tatsächlich die Situation, dass eine geschrumpfte Mitte, ich male mal das letzte Beispiel aus, ein Stück weit zumindest das Frankreich-Beispiel habt. In Frankreich kandidiert mittlerweile Mélenchon und macht sich die großen Hoffnung, dass er die Linke, wird schon als der Linke, wie wird es genannt? Der Linke, wie haben sie das schön genannt? Der linke Le Pen, ja, will jetzt aber unser Thema gar nicht mehr kommen. Der linke Le Pen, der versucht, die Linke zu konsolidieren. Und auf der rechten Seite gibt es Le Pen bzw. La Bayer, die eine geschrumpfte Mitte quasi in die Zange nehmen. Und in gewisser Weise ist das meine
sehe ich diese Möglichkeit, dass sich diese beiden Parteien, Union und SPD, in der Mitte immer mehr ineinander verhakt, schrumpfenderweise betätigen, während die Linkspartei, mit guten Themen übrigens zum Teil, wenn auch nicht mit der Außenpolitik, da bin ich gar nicht bei ihr, und auf der Rechten die AfD immer weiter wachsen. Diese Situation ist die meines Erachtens nicht unwahrscheinliche, wenn diese Regierung nicht einen Fuß auf den Boden kriegt. Ich würd mal gerne einbringen, ich habe jetzt leider nicht verglichen, wie die Forderung der Linkspartei der letzten Jahre übereinstimmen mit zum Beispiel Maßnahmen und Vorhaben der aktuellen Märzregierung, aber ich habe das mal anhand der AfD getan, was die AfD in den letzten Jahren politisch gefordert hat und was jetzt ohne AfD in der Bundesregierung schon übernommen wurde. Soll ich mal kurz vortragen? Und da kann Ulrike und Hans darauf reagieren. Sie haben zum Beispiel Grenzkontrollen eingefordert, Zurückweisung, neues Grenzregime. Genau das hat Dobrindt umgesetzt. Sie haben frühzeitig den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter, die Aussetzung gefordert. Genau das hat die CSU und die CDU gemacht. Die sogenannte Turbo-Einbürgerung bei der Staatsangehörigkeit hat die AfD als allererstes gefordert, wieder abzuschaffen. Genau das hat die GroKo getan. Bei sicheren Herkunftsstaaten wurde eine Rückführungsoffensive gestartet, genau was die AfD schon im Bundestagswahlprogramm hatte. Auch Abschiebungshaft bzw. Ausreisegewahrsam hat diese GroKo umgesetzt, was die AfD gewollt hatte. Die AfD hat gesagt, Bürgergeld abschaffen und eine Grundsicherung überführen und die Sanktionen, so gut es geht, hochzuschieben. Ist auf jeden Fall sehr große Übereinstimmung zu dem, was passiert ist. Die ukrainischen Geflüchteten sollten aus dem Bürgergeld raus, hat die AfD als allererstes gefordert. Genau das ist passiert. Sie sind jetzt Teil der Asylbewerberleistungen. Wehrpflicht soll eingesetzt werden, hat die AfD eingefordert. Wehrdienst ist jetzt so langsam halb auf dem Weg wieder. Ja, aber das will die AfD jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie gegen Wehrdienst. Ja, aber im Bundestagswahlprogramm steht dort drin. Ja, das hat ja Lukassen auch gesagt. Ja, ist ganz lustig. Bundespolizei soll mehr Befugnisse und Grenzschutzqualitäten haben. Ist jetzt auch passiert. Lieferkettengesetz sollte enthüllt werden. Genau das ist auch passiert. Und den Rest lasse ich einfach mal. Ja, und ich meine, wie ich jetzt höre, ist Linnemann, der CDU-Generalsekretär, ganz deprimiert, ja, weil und zwar wirklich deprimiert. Jetzt haben sie doch alles gemacht bei der Migration und trotzdem zahlt das bei ihnen nicht ein. Und das zeigt natürlich, dass die CDU wirklich ganz und gar nicht versteht, wie das mit der AfD funktioniert. Yes, darüber und wie man die klein hält. Und dass die CDU das nicht versteht, liegt daran, dass dieser rechte Rand, der jetzt regiert, nämlich Linnemann und Merz, ja vor allen Dingen einen Impetus haben. Es muss alles anders sein als bei Merkel. Und deswegen kann man sich auch nicht angucken, warum Leute wie Daniel Günther, ein bekannter Merkelianer, in Schleswig-Holstein erfolgreich sind. Ich finde, darüber muss man wirklich mal reden, weil Schleswig-Holstein ist ländlich. Schleswig-Holstein war 1933 eine Hochburg der NSDAP und jetzt ist die AfD dort unterdurchschnittlich vertreten. Und das liegt einfach daran, dass Günther so regiert, wie man es machen muss, wenn man die Populisten klein halten will. Nämlich, man regiert geräuschlos mit seinem Partner, also es wird nicht ständig Streit inszeniert, sondern das hat ja auch Merkel versucht und war damit erfolgreich. Man versucht der Bevölkerung das Gefühl zu geben, wir sind hier die Regierung und wir regieren. Wir streiten uns nicht. Wir tun nicht so, als wären wir eine Opposition, die sich aus Versehen ins Kanzleramt verirrt hat. Und das Zweite ist, man macht Migration nicht zum Thema, sondern man löst die Probleme, die da auftreten können, vor Ort mit den Leuten, die da beteiligt sind oder so. Und man hat einen konstruktiven Zugang zum Thema Migration. Und vor allen Dingen, die Probleme werden gelöst, aber es wird nicht ständig zum Thema gemacht. So, das sind die beiden Sachen, die man machen muss, um als Regierung Erfolg zu haben. Und dann gilt natürlich noch als Bundesregierung, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass alle vorkommen, dass es eine Volkspartei ist, dass man versucht, das mit dem Wachstum auch wirklich anzuschieben, dass man keine Kulturkämpfe macht und so weiter und so fort. Und nichts davon braucht man einfach nur sich anzugucken, was macht Daniel Günther oder wie hat es Merkel gemacht, ja, 16 Jahre Bundeskanzlerin, kann alles nicht analysiert werden von der jetzigen Regierung, weil die Haltung ist, Merkel, 16 Jahre, das war irgendwie ein Irrtum der Geschichte. Jetzt kommen wir, die Männer, Merz, wir wissen alles besser, weil wir Männer sind. Und damit, also mit dieser Art von kultureller Machtignoranz, wird das auch so richtig in die Grütze gefahren. Ich glaube, ich habe vor einem Jahr noch nicht davon gesprochen, aber glaube ich in einer Sendung danach, dass, was ich höre, ich weiß nicht, wie deine Quellen hier in Berlin sind und eure, dass es auch unter diesen Männern in der CDU ja auch Machtkämpfe gibt und dass dort zumindest ein Linnemann-Freund namens Jens Spahn darauf schielt, unter anderem den unbeliebten und der immer weiter unbeliebter werdender Friedrich Merz
innerhalb der Legislaturperiode zu ersetzen. Unter anderem, weil, wenn er jetzt ganz normal als Spitzenkandidat antreten würde 2029, hätte er Söder vor sich, er hätte, wie heißt der in NRW? Wüst vor sich, vielleicht sogar den Günther vor sich. Das heißt, die einzige aus deren Sicht, ich zitiere jetzt, Chance mit dem bestehenden Mehrheitsverhältnis Kanzler zu werden, ist jetzt in dieser Legislaturperiode, weil jetzt die Union immer noch mehr Stimmen im Bundestag hat als die AfD. Die Angst ist natürlich, 2029 hat die AfD viel mehr Plätze im Bundestag, sodass dann die AfD sagen würde, ja, wir wollen den Kanzler werden. Und was ich schon seit mindestens einem Jahr höre, von immer mehr Leuten hier, dass Spahn quasi mit seinen Kumpanen Merz irgendwann ersetzen will. Ja, bestimmt. Und sich dann entweder als Minderheitsregierung mit Hilfe der AfD zum Kanzler wählen lässt. Dann gibt es eine CDU-CSU-Minderheitsregierung, wo sie für Deutschland agieren können, wo die AfD dann immer Mehrheitsbeschaffer ist. Oder sie machen gleich gemeinsame Sachen. Wenn das passiert, was möglich ist. Das wollte ich euch gleich ich wollte nur erklären, das spukt hier schon in Berlin herum. Aber das wäre nicht das Ende der Geschichte. Also ich kann mir das alles vorstellen. Also was ganz sicher ist, dass Spahn denkt, er hätte das Zeug zum Kanzler. Ja. Und dass er und da intrigant ist und er ist jetzt auch wieder Fraktionsvorsitzender, alles geschenkt. Wenn dieses Szenario wahr wird, dann ist Deutschland reif für eine Bewegungspartei. Das würde nicht so kommen, wie sie... Was ist das? Ja, also sowas wie Macron... SPD. Oder wie hier Sebastian Kurz. Dann würde doch also aus meiner Sicht folgender Fall eintreten. Ich weiß nicht, wer das dann genau wird, aber es wäre so, Merz wäre Spitzenkandidat der CDU, weil er ja geputscht hat. Ist in der Bevölkerung, kann man in jeder Merz Umfrage... Oder Spahn? Spahn, Entschuldigung. Spahn wäre dann Kanzler und auch Spitzenkandidat, ist aber, kann man in jeder Umfrage nachlesen, in der Bevölkerung extrem unbeliebt. Wenn das dann so wäre, dass auf der SPD-Seite Klingbeil antritt, in der Bevölkerung auch nicht gerade beliebt, nein, dann hat man in der Mitte ein riesiges Feld, das frei ist. Weil ja sehr viele Leute dann doch nicht die AfD wählen wollen. Und das wäre, wenn dieses Feld frei ist, also sowohl die SPD wie die CDU mit Kandidaten auftreten, die jetzt keinen wirklich überzeugen, dann könnte zum Beispiel Henrik Wüst sagen, ja, weiß nicht, ob er es macht, aber nur um das Beispiel, um jetzt mal klarzumachen, was dann passieren könnte sagen, ich trete als unabhängiger Kandidat auf, ich heiße jetzt Henrik Wüst Partei und diese Partei hätte dann die Chance, würde ich mal denken, vor der AfD zu landen. Die CDU und die SPD wären zerstört. Und das wäre aber jetzt nicht was völlig Neues auf dieser Welt, ja, sondern das wäre dann die Konsequenz. Ja, Albrecht, ich finde es einen interessanten Ansatz. Ja, ich will ja auch kommen auf die Frage. Wir sind ja quasi, wenn ich das richtig sehe, quasi jetzt dann im Endspurt in der Perspektive, genau ist es. Die berechtigt ist. Es ist auch schon 7:30. Ja, wird Friedrich Merz in einem Jahr noch Kanzler sein? Das aber jetzt will er sich erst mal geht ja darauf ein. Das geht ja darauf ein. Aber, und ich will das gleich mal versuchen zu erden in gewisser Weise. Erstens will ich aber noch eins zu Frau Merkel sagen, bei aller Wertschätzung. Das kommt jetzt ja auch fast die Heiligsprechung. Ich bin jetzt böse, aber die hättest du früher nie getätigt, weil ich sagen würde, erstens hat sie uns viele auch der Probleme, die wir heute haben, mit ihrer großen Koalition permanent eingeschenkt. Und die Regierung Merz hat es nicht zuletzt deshalb auch sehr schwer, weil die notwendigen Veränderungen, die in der Zeit in der Ära Merkel nicht passiert sind, weil sie viel sympathischer war, weil sie, wir kennen sie, uns allen sehr viel näher lag als die beiden wirklich ziemlich schwachbrüstigen Männer, wie wir feststellen müssen, namens Scholz und Merz, die ich da in einen Sack schlage. Aber sie hat es geschafft, die Probleme alle aufzuschieben. In all den Bereichen, die wir haben. Ob es die Automobilindustrie ist oder die Frage Russland, USA. Alles ist in Merkels Zeit durchaus begonnen worden. Und man muss auch leider schon sagen, bei allem Vorwurf in puncto, und da hast du recht, die Männer haben sogar dezidiert gesagt, wir machen den Rollback. Die CDU-Männer waren stolz darauf. Und übrigens auch da gegen Thilo, nicht alles ist ja falsch. Ich will das mal deutlich sagen. Nicht alles, bloß weil es von der AfD kam, muss deswegen falsch sein. Ich will das deutlich sagen. Ja, die Bürgergeldbeispiele, dass die Ukrainer im Bürgergeld sind, während andere Migrantinnen und Migranten das nicht sind, ist nicht per se eine Frage von Gerechtigkeit. Das war gar nicht mein Punkt. Doch, du hast ja alles aufgeführt. Du hast gesagt, ich habe nicht gesagt, das ist alles falsch. Nein, ich habe gesagt, das haben sie gefordert. Und das ist jetzt aber damit sagst du doch implizit, dass es umgesetzt wurde, ist alles falsch. Das ist eben nicht hinreichend. So, aber das Auffällige ist tatsächlich, und da bin ich ganz bei euch allen, Sie haben es revidiert mit dem auch irren Satz von Frau Klöckner, die ja mal sagte, so schön, ihr kennt alle den Satz noch, also wer das will, was AfD will, die können auch uns wählen. Wir machen es quasi demokratisch. Hat sie schnell wieder gestrichen. So. Also das war Prinzip. Das war Prinzip. Aber jetzt kommt's. Was ist jetzt mal reell? Ich bin da nicht bei dir, Ulrike, aber ich mache mir mal auch mal den Kopf, jetzt machen wir uns mal den Kopf der Union, mal ernsthaft. Und da bin ich übrigens sogar interessiert daran, ihn zu machen, weil es bleibt nämlich eins, nach wie vor. Wir haben nur eine Volkspartei.
und das ist momentan die Union, jedenfalls eine demokratische. Wir werden bei der nächsten Wahl, schon in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg, haben wir zunehmend eine Partei, die wir als rechtsradikal, als in die Volksparteiqualität gewachsen begreifen müssen. Und jetzt ist die große Frage, die sollte uns aber alle interessieren. Wie geht es weiter? Und wir blicken voraus, wir können uns ja wieder in einem Jahr treffen. Ich bin jetzt viel pessimistischer geworden, habe keine Hoffnung mehr, beziehungsweise will die sehr reduzieren. Ich sehe die Lernfähigkeit von Herrn Merz nicht mehr. Ich sehe auch nicht den Turnaround in ökonomischer Hinsicht. Das heißt, meine Befürchtung beziehungsweise Annahme geht dahin, dass die Union sich binnen des nächsten Jahres gewaltige Gedanken darum machen muss, wer tritt eigentlich nach Merz in die Fußstapfen? Und das muss übrigens, jetzt kommt die Frage, das wird keine Minderheitsregierung zwangsläufig sein. Eine Minderheitsregierung, das ist ja das, was das spukt, können wir ja auch, du hast das zu Recht gesagt, Tilo, das spukt nämlich zuallererst in Berlin rum. Das ist die Versuchung, der sich jetzt viele Unionisten an die Brust werfen, wir könnten doch uns der SPD entledigen, dann regieren wir allein. Da hat Merz zu Recht, jedenfalls für sich, aber ich glaube auch für die Partei als solche, einen Riegel vorgeschoben, weil stellt euch eine Minderheitsregierung vor, die müsste nach wie vor gewählt werden. Ein Kanzler müsste dann, ein neues Kabinett müsste mit allen, dann nur noch CDU-Ministern, denn das wäre ja wohl die Bestellung. Ja, darum die AfD. Dann bleibt die AfD, genau. Und diese AfD, wenn das die Union passiert, dann ist dieser Laden zerrissen. So, das ist also gar nicht denkbar. Aber was jetzt kommt, meine Überlegung. Es hat ja schon mal Krisen dieser Art gegeben. Was war mit Adenauer? Als Adenauer das Zeitliche segnete. Und das war ein harter Kampf. Und wir vergleichen ja vom Alter her durchaus Merz mit Adenauer. Der hat sich bloß vorgestellt, hat ja auch schon gesagt, ich will das noch einigermaßen länger machen. Die Union muss sich in Bälde fragen, wenn es so weitergeht, und das ist der schöne Satz, er hat so schön gesagt, ich habe keinen Auftrag, wie hieß es bei ihm, nicht Mandat, sondern ich habe keine Vollmacht. Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. Das war sein eigentlich bemerkenswerter Satz bei Karen Mioska. Er selber hat aber allergrößte Anstalten gemacht, diese Union umzubringen. Nicht die SPD, der einen schwarzen Peter zuschiebt. Er ist derjenige, der die Union schrumpft und schrumpft und schrumpft. Die Union ist unter Merz, so meine These, nicht mehr in der Lage, irgendwie Richtung 30% zu kommen. Wenn sie 25 bei der nächsten Wahl erzielt, ist das schon viel und setzt voraus, dass sie wieder Fuß und Tritt fasst. Gelingt das nicht, dann kommt tatsächlich, Tilo, deine Überlegung in den Raum. Dann müssen sich die Unionisten überlegen, wen können wir eigentlich sogar in dieser Koalition möglicherweise gemeinsam mit der SPD vorschlagen, so sehr auf Merz dringt, dass er sagt, ich nehme meinen Hut, was schon ein Riesenproblem ist. Adenauer hat es nichts gemacht, Scholz hat es nicht gemacht, macht keiner eigentlich freiwillig. Wen können wir eigentlich vorschlagen, dass er gemeinsam mit der SPD gewählt wird? Das ist die reelle eigentlich Überlegung. Gibt es da nicht Leute im Lande? Und da kommen natürlich in der Tat 3, du hast einen erwähnt, und ich halte Spahn eigentlich nach wie vor für den Undenkbarsten. Wobei ich dir sagen muss, dass der Spahn sich sagt, das, was der Merz vergeilt, das könnte ich allemal. Und das muss man schon sagen. Vom Profi, von dem, was ein Spahn ist, ein Schnetzwerker vor dem Herrn. Das hat er jetzt wieder unter Beweis gestellt. Das macht seine Machtbasis aus. Das wollte ich gerade nochmal herausstreichen. Ja, mir hat mein Unionler erklärt, der ihn nicht mag. Es reicht Spahn in den nächsten 3 Jahren oder bis er den stürzen will, nur 75% der Unionsfraktion hinter sich zu bringen. Weil diese 75% der Abgeordneten mit der AfD reichen zur Kanzlerwahl. Aber mit der AfD kann er das nicht machen. Da hat Ulrike recht, dann würde es Neuwahlen geben. Ich sehe nicht, dass eine Partei gründet. Die erste, die ich nominieren würde, wäre die SPD. Albrecht, da sagen die dann, aber es ist ja geheime Wahl, Kanzlerwahl und so weiter. Das würde eine Rebellion, weißt du, da ist der Punkt. But he doesn't care. Doch. Aber ich will nur sagen, ich glaube, es kommen sehr viele. Aber der Punkt ist ein anderer. Nehmen wir mal Spahn raus, weil ich glaube, Spahn ist für weite Teile immer noch mit seinem Maskendeal ein absolut rotes Tuch. Würde also auch so und würde auch von der SPD. Das war eines der Lowlights dieses Jahr. Es kam der Maskenbericht von Frau Sudolph raus, ungeschwärzt. Ja. Und Jens Spahn ist trotzdem immer da. Ja, natürlich. Und er würde, deswegen scheidet er mich aus. Es bleiben 2. Und die wollen beide. Bei Söder ist der Bart ab seit 2 Tagen. Das ist kein Zufall. Der Söder tritt in dem Augenblick, wo die Krise richtig losgeht, ist der ohne Bart und macht auch keine Food-Werbung mehr. Der ist nicht mehr Food-Influencer. Der Söder hat ein Gespür für das Vakuum und die Krise, hat keiner in dieser Weise. Und der andere, der genauso wartet, ist Hendrik Wüst. Die beiden lauern auf ihre Chance. Und beide, wenn es jetzt irgendeinen von den beiden gäbe, der wirklich geeignet wäre, die Partei hinter sich zu bringen, dann wäre der sofort die Projektionsfläche für weite Teile der Union, da die aber total disparat sind. Söder ist weiter durch, weil er den Laschet gekillt hat. Und Wüst ist ein Problem, weil er mit Schwarz-Grün für die AfD ein gefundenes Fressen in der Angriffsfläche wäre, auch für die ganzen Söder-Truppen, die sagen, ich möchte gerne eine eigene Prognose da reinspringen. Deswegen hat die Union keinen. Die Union hat gegenwärtig keinen, der sich aufdrängt. Und deswegen werden wir das Problem haben, dass wir noch lange mit einer Hängepartie bei möglicherweise weiter schrumpfender Mitte es wahrscheinlich zu tun haben, es sei denn, das Ding platzt im Herbst, weil die Ergebnisse so hart sind. Da möchte ich direkt anknüpfen.
Die beiden Landtagswahlen im Herbst, das ist drei, ja, richtig mit Berlin, aber die beiden Flächenländer. Ich glaube, dass das eine mögliche Sollbruchstelle ist. Sowohl also zunächst mal innerhalb der Union, als auch dann für die Koalition. Landtagswahlen mindestens in der Bundesrepublik hatten immer auch die Funktion, dass sie Denkzettelwahlen waren, wenn allgemeine Unzufriedenheit mit der jeweils amtierenden Bundesregierung da waren. Und die Unzufriedenheit, haben wir am Anfang drüber gesprochen, mit dieser Regierung ist so extrem hoch wie noch bei keiner zuvor. Also die Vermutung, dass die Landtagswahlen in MacPom und in Sachsen-Anhalt Denkzettelwahlen, sage ich jetzt mal, auch für die Bonner Regierung, für die Berliner Regierung sind, für die Bundesregierung sind, halte ich für relativ hoch. Ich glaube, das wird, wenn es so kommt, vor allem einzahlen eben bei der AfD. Das ist keine gewagte Prognose. Und wenn es dann so ist, dass tatsächlich in diesen Bundesländern die AfD entscheidende Rolle spielen wird bei der Konstituierung von Regierungsmehrheit, dann ist es ganz gut möglich, dass in beiden Bundesländern sich genügend Abgeordnete innerhalb der Union finden, die sagen, dann muss es jetzt eben sein. Und ob die sich dann von der AfD als Minderheitsregierung oder Koalition, wie auch immer, wenn das passieren sollte, und das halte ich für gar nicht ausgeschlossen, es ist ein realistisches, nicht das einzige, aber ein mögliches Szenario, das müsste, glaube ich, für Merz der Bruchpunkt sein, wo er sagt, das mache ich nicht mit. Ich kann mir nicht vorstellen, hat er ja dass... gesagt, das hat er ja seine... aber man weiß bei Merz immer nicht, wie lange das Gesagte dann auch gilt. Okay, ja. In dem Punkt denke ich, aber wenn wir eine Situation haben, wo in einem oder in beiden dieser großen Flächenländer Regierungsbildung nicht möglich ist ohne AfD und mindestens Teile der dortigen Union mitmachen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Merz dann noch weiter in diesen beiden Ämtern bleiben kann. Ob er dann von sich aus sagt, das war's, anderes Personal, oder ob es einen internen Putsch oder wie auch immer gibt, weiß ich nicht. Ich würde das von der anderen Seite... Bei letzter Satz, diesen möglichen Bruchpunkt im Herbst, vor dem durchaus nicht unrealistischen Wahlergebnis, wo in beiden Flächenländern die AfD weit vorne liegt, halte ich für einen wirklich möglichen Bruchpunkt der, ich nenne es jetzt mal, Merz-CDU. Ist eine naheliegende Analyse. Ich habe sogar noch was von einer sicheren Quelle, die sagt, dass SPD-Chef Klingbeil der SPD versprechen musste, dass wenn im Herbst die Union in irgendeiner Weise der AfD in den neuen Länderparlamenten hilft, entweder an die Macht zu kommen oder irgendwie eine Koalition zu machen oder, wird die SPD diese Bundesregierung verlassen. Da bin ich ganz bei dir. Da hast du völlig recht. Wie heute den ganzen Tag. Das ist keine Einschätzung. Ich sage nur, das ist das, was meine Quellen hier sagen, was Klingbeil sagt. Es ist doch die einzige Chance für die SPD, um es mal klar zu sagen. Deswegen wird es nicht Merz sein. Merz ist erledigt, wenn es in dem einen der Bundesländer vonstatten geht. Dann muss er quasi den Hut nehmen. Ja. Aber der Rohrkrepierer ist in der Koalition angerichtet. Die SPD muss dann raus, würde das auch sofort machen, weil sie sagt, wenn wir das nicht tun, werden wir sowohl von Grünen wie von Linksparteien in einem Maße attackiert, da geht uns alles flöten. Also das heißt, jedes Zusammengehen mit einer AfD, welcher Art auch immer, ist für die Union, ist für die Koalition tödlich und offeriert der SPD eine Chance, ohne dass es die Macron, wir werden kein Hommage. Ich sehe den Charismatiker hier bei uns nicht. Dafür haben wir auch zu viele Angebote. Es ist eher eine Diversifizierung und es würde vor allem der Linkspartei... Tilo, ich sehe, jetzt begreife ich, was du willst. Was weiß ich, was du dir vorstellst. So, jetzt ein kleiner Scherz. Aber ich sage nur, diese Sache ist richtig. Es käme zum Knall und deswegen glaube ich, wird natürlich jeder in der Union, der im Bund irgendwie was zu sagen hat, den Fall Thüringen, könnt ihr euch erinnern, den FDP-Fall, den Unfall verhindern. Den muss man verhindern, andernfalls ist das Ding am Ende. Und jetzt kommt der eigentliche Witz. Für die Union wäre es natürlich viel eleganter, wenn die AfD die absolute Mehrheit kriegen würde.
Ja, und das kann sie Das, aber, ja. ja, aber Und das das kann wäre ja, der eigentliche aber Hammer. das kann Ja, ja das passieren. kann passieren, Nein, klar. nein, aber anders Ja, als du natürlich kann's sagst. Also passieren. weißt, es wird Kann's so sein, passieren. die Kann's AfD passieren. wird aus eigener Kraft nicht die absolute Mehrheit bekommen. Das glaube ich nicht. Aber natürlich braucht man auch nicht 50%, sondern vielleicht 45%. Ja. So, dann sagen wir mal, es fehlen 3 Mandate. Dann könnte es sein, dass 3 CDUler überlaufen. Ja, klar. Und dann So ist, wurde Ernst Albrecht mal gewählt. In ja, aber dann sind die Niedersachsen. sozusagen nicht mehr Teil der CDU, sondern sind ja bei der Ja, ja. AfD. Ja. Und dann hat man eine AfD-Regierung mit CDU-Hilfe, ohne dass das aber so ist, dass die SPD deswegen die Koalition sprengen müsste oder dass Merz zurücktreten müsste, sondern die sind dann ja offiziell ausgetreten und übergetreten und weiß der Himmel was. Aber so könnte ich mir vorstellen, dass eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt möglich wird. Ja. Im Chat so, welche Quelle, ja Leute. Ja. Willst du noch mal erklären, wie Quellenschutz funktioniert, Hans? Nein. Ich würde gerne mit was enden, was mir mal einen Spaß gemacht habe, habe ich euch, bevor die Sendung schon begonnen hat, gesagt. Ich habe mal geguckt, wie viele Gesetzesentwürfe die Bundesregierung in den letzten 12 Monaten verabschiedet hat. Ne? Also das Kabinett, es waren insgesamt 190. Ja, die haben echt gearbeitet. Jetzt soll jeder von euch mal raten, welches Ministerium am meisten Gesetzesentwürfe, Maßnahmen verabschiedet hat und welches Ministerium am wenigsten. Wir fangen mal mit Ulrike an. Ich würde sagen, am meisten hat das Innenministerium gemacht und am wenigsten das Digitalministerium. Beides falsch. Okay. Interessant ist es trotzdem, weil ich hätte beides ja einleuchtend gefunden. Mit digital, weil wir annehmen, das ist noch gar nicht, da ist noch nichts existent. Wir eigentlich auch. Also, aber gut, es ist ja dann irgendwas Virtuelles entstanden. Aber das Fiese ist, er hat jetzt Vorteile, weil meine Auswahl ist schon egal. Aber ich gebe sofort, ich habe auch da generös, ich bin sofort der Meinung, dass ich sage, ich hätte mich auf deinen Vorschlag, ich hätte mich auf deinen Vorschlag sofort einlassen können. Ich habe wirklich auch keine Ahnung. Ist mir klar, rate doch mal. Ja, ich muss es jetzt auch tun. Lässt mir eine Sekunde nachdenken, was es sein könnte. Ja, dann lassen Hans, genau. So du steigerst deine war das Chancen. fleißigste Ministerium, in Anführungsstrichen? Du warst ja nie der RecPK? Ich kann mir vorstellen, dass Wirtschaft relativ weit vorne liegt. Und hinten? Und hinten, ich glaube, Umwelt hat nicht so viel gemacht. Ihr habt auch Unrecht. Beides wieder falsch. Albrecht. Das ist ja nun wirklich... Dann Arbeits- und Soziales. Meinst du? Mhm. Ja, wenig oder viel? Ich meine, viel ja, mit Grundsicherung und frag mich nicht. Meinst du? Dann werde ich mich der Clown... Ich hätte was anderes. Ich sag mal, das ist jetzt mal dein Tipp, dein zweiter ist ja in Ordnung. Ich sag mal jetzt ganz frech, aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Wir haben ja für so vieles schon gehabt. Nehmen wir mal, der Schnieder kann es auch nicht, der war plötzlich krank. Arbeit und Soziales. Ja gut, dann wenn du sagst, Ulrike, falsch. Würde ich sonst, siehst du wieder falsch. Ich meine, so, alles gut. Bau hätte ich jetzt mal einfach aus deiner Menge gesagt. Auch falsch. Justiz kann es ja nur ganz so gar nicht sein. BMS, Arbeits- und Sozialministerium, hat 11 Maßnahmengesetzentwürfe verabschiedet. Was war Innenministerium? Du hast doch Soziales gesagt. War falsch. Was war falsch? Die Frage war ja, wer die meisten. Ja, die meisten mit 37 Gesetzesentwürfen. Nein, das war aber nicht was. Achtung, das Ministerium mit den meisten Gesetzesentwürfen ist das Bundesministerium der Justiz. Doch, Justiz. Und für Verbraucherschutz. Das ist ja Wahnsinn. Frau Hubig war so fleißig, siehst du mal. Auf Platz 2 Finanzministerium. Platz 3 Wirtschaftsministerium. Naja, wahrscheinlich wird jeder Verbraucherschutz in ein einzelnes Gesetz gegossen. Wenn wir jetzt das Bundeskanzleramt mal weglassen, weil das wegen Spitzen- und Sportförderung ein Gesetz eingebracht hat, das faulste Ministerium war das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Ein einziger. Frau, wie heißt sie denn die gute, unsere bayerische? Das Bauministerium hat 2 Sachen verabschiedet. Naja gut, aber das hat vielleicht auch mit der Gesetzessystematik zu tun, wo viel anfällt, wenn man... Sure, aber hier gibt es schon eine Menge Gesetze, die da... Ja. Also, in einem Jahr gibt es die Koalition noch? Frei Schnauze in die Runde zum Schluss gefragt, wenn ich mal kurz deinen Job in einer Sekunde übernehmen also darf. ich würde immer noch sagen ja, weil es die letzte Patrone ist. Wenn es sein muss. Auch du ja, ja? Du hast ja eigentlich schon gesagt, es kommt zum Knall. Ich glaube, es gibt eine Bruchsituation im Herbst.
die aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass damit die Koalition zu Ende ist. Also von daher wäre ich so ein bisschen bei der These von vor einem Jahr. Ich glaube schon, dass es die Koalition dann noch gibt, aber in anderer personeller Konstellation. Ja, das kann sein. Also ich sage auch nicht, dass Merz in einem Jahr noch Kanzler ist. Ich sage auch nur, die Koalition wird es noch geben. Das würde ich eben wiederum dann schön, dass wir doch noch einen kleinen Widerspruch haben, als wahnsinnig schwierig mir vorstellen können. Das ist wirklich ein Übergang. Ich habe es ja mal ausgemalt, wie es eben bei Adenauer war. Der hatte aber 13 Jahre regiert. Und es war ein unfassbarer Druck der FDP. Es kommt nicht entscheidend dazu, dass die andere Fraktion, die SPD, sagen müsste, mit dem Kanzler können wir nicht weitermachen. Und er müsste dann so viele Bataillonen in den Reihen der Union haben, dass die sagt, wir schießen den März ab. Also kann ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen. Deswegen, ich mache es auch dann so, weil ich nicht glaube, auch wenn die Zerrüttungen riesig sein werden, ich bin bei dir. Im Herbst wird es knallhart, wenn diese Wahlen so schwach ausgehen. Aber ich sag mal, das Wissen darum, dass sie so durchrauschen, auch gerade nach den Wahlen. Stell dir mal vor, es gibt diesen GAU. Wird die doch zusammenzwingen. Ja, und sie werden sich sagen, die halten das durch in der Hoffnung, im nächsten Jahr kann es nicht schlechter werden, vielleicht kommt der Turnover. Genau, das habt ihr aber auch vor einem Jahr euch schon eingeredet. Das ist nicht passiert. Diesmal sind sie noch sind da. ja noch dabei. Noch können wir ja von... Noch gibt es sie. Ja, aber das so, okay, jetzt, wenn sie es mal verstanden haben. Ja, jetzt du hast sogar, ich bin auch wieder, Tilo, wieder mal, wir sind ja wieder so. Du hast an die Lernfähigkeit der Akteure geglaubt und wir haben ja festgestellt, sie sind lernunfähig. Ich bin bei dir. Die Chancen, die Wahrscheinlichkeit, ich sag's mal so, dass es in diesem Jahr besser wird, ist viel, viel geringer für mein Verständnis, als ich es noch vor einem Jahr gehofft habe, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe größte Schwierigkeiten, Herrn Merz nochmal diesen Vertrauensvorschuss einzuräumen, den ich ihm gegeben habe im letzten Jahr. Bin ich weit von entfernt. Ich sehe auch die wirtschaftliche Lage als nicht unbedingt erleichternd an. Ich sehe die ganze Konstellation der Koalition als erschwerend an und ich sehe den rechten Rand, der wächst und wächst und wächst. Aber es bleibt am Schluss zwei Sachen. Es bleibt der Mut der Verzweiflung, dass die sagen, wir müssen jetzt Augen zu und durch. Sie werden es jetzt mit den Reformen versuchen. Sie müssen dann sich aber auch immer sagen, und werden es wohl, wenn wir jetzt in Neuwahlen gehen, es kann ja nur viel schlechter werden. Und solange es nicht eine Revolution gibt, vielleicht, ja, also dann kommt vielleicht die Straße und sagt so, würde ich vermuten, der Wunsch zur Selbsterhaltung wird die auch noch in einem Jahr vielleicht zusammenhalten. Sagt vielleicht. Dieser Pessimismus von Albrecht von Lucke ist bemerkenswert, weil bedenkt, die SPD, seine SPD ist Teil der Bundesregierung. Und trotzdem wird es in einem Jahr dieses Format noch oder wieder geben? Von meiner Sicht sehr, sehr gerne, auch wenn wir heute einen kleinen anderen separaten Diskurs hatten. Aber das hält doch unsere schöne Runde aus. Ich jedenfalls bin sehr dafür. Und wir warten mal das EuGH-Urteil ab. Wozu macht man denn Wetten, wenn man sie nicht einlöst? Ja. Gut. Mir hat es jedenfalls trotz alledem sehr viel Freude gemacht. Und nächstes Mal weiß ich aber, ich werde mir nochmal genau angucken, was im Protokoll stund vom letzten Jahr. Dann lasse ich mir auch so einen schönen Ausdruck, vielleicht wir beide dann kannst auch. du gerne einfordern, wenn du willst. Alles gut. Alle Aussagen. Könnt ihr stundenlang lesen, was ihr beide euch gegenseitig erzählt. Wo du wieder richtig lagst und was weiß ich nicht alles. Kannst ja nochmal nachlesen morgen, was ich gesagt habe. Und dann checkst du das nochmal mit den Tatsachen und Fakten ab. Und dann lassen wir jetzt Hans und Ulrike endlich nach Hause. Fußball gucken oder whatever. Ja, vielleicht hilft das ja Friedrich Merz, wenn die Bayern Champions League wären. Nee, Weltmeister, genau. Weltmeister. Deutschland Weltmeister. Achso, okay, ist immer gut für eine Bundesregierung. Ja, das ist genau. Ja, das ist jetzt die letzte Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle sie euch drei Herren. Ihr wisst ja offenbar mir Bescheid. Wird Deutschland Weltmeister? Ja oder nein? Kurze Antwort. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Tilo? Gut, dann sag ich ja, wenn ihr alle Nein sagt, dann sag ich ja. Okay, das war jetzt das Wort zum Schluss. Aber sie hat die Sportart nicht gesagt. Weißt du? Ich meinte Fußball. Ich meinte Fußball, genau. Und den Männerfußball wohl auch. Das war doch jetzt offensichtlich. Also gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir haben euch anständig verunsichert, informiert und ärgerlich gemacht. Falls ihr dran geblieben seid und das sogar unterstützenswert findet, was wir hier machen, her damit, per PayPal oder Banküberweisung. Wer im April uns mindestens 20 € geschenkt hat, landet jetzt im Abspann. Ihr könnt die Blätter für deutsche und internationale Politik abonnieren. Sie sind so billig, dass sich das jeder leisten kann, laut Albrecht von Lucke. Auch Studierende noch mal ermäßigt und Rentner wohl sogar auch. Also es gibt sogar noch schöner als früher. Die Tageszeitung Taz wird immer noch gedruckt.
am Wochenende. Genau. Und ansonsten kann man sie lesen online. Ja, man kann sie aber auch abonnieren, digital, E-Paper gibt es auch, natürlich auch ermäßigt für Studenten und so weiter. Und Ulrike hat sogar noch ein Buch rausgebracht. Ja, genau für alle. Geld als Waffel. Geld als Waffe. Geld als Waffe, Waffe, ja. Du bist so fies. Keiner an der Waffe, Geld als Waffe. Hey, pass auf, ich sag dir, dadurch, dass ich das so sage, merken sich die Leute den Titel. Das ist wahr. Das stimmt, da hast du wahrscheinlich recht. Genau. Das heißt ja auch, du hast ja einen an der Waffe. Ja, genau. So ist es. Hans Ja. hat nie einen an der Waffel und benutzt nur das gesprochene Wort als Waffe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin fertig mit der Welt und diesem Abend. Bye, bye. Wenn ihr wollt, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.